Ihr Lieben, guten Abend. Herzlich willkommen zu diesem Bibelstudienabend Felsenfest aus dem Gospel Life Center. Wir freuen uns, dass wir die Möglichkeit haben, via Livestream diesen Abend miteinander zu haben. Und wie immer bei uns, wir beginnen mit einem Lied, bevor wir das Wort Gottes anschauen und miteinander studieren. Unser Thema heute Abend ist geistliche Vollmacht im Gebet. Es könnte nicht ein besseres Thema sein für die Situationen, die wir alle gerade jetzt erleben. Und so wir wollen gerade in diesem Moment unser Augenmerk auf Jesus richten, den Alltag und all den verschiedenen Nachrichten, die wir gehört haben. Wir wollen es beiseite schieben und einen neuen Blick gewinnen, für wie unsere Welt ist und sein kann, wenn wir bereit sind, mit Gottes Weisheit aus seinem Wort zu beten. Aber zuerst gehen wir direkt mit ihm in unsere Anbetung. Und wenn ihr wollt, ihr könnt aufstehen, ihr könnt da sitzen. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Und wir singen dieses bekannte Lied, Licht dieser Welt. Strahlst in unser Nacht, leuchtest den Weg, lass mich sehen. Herr, deine Schönheit, lass mich anbeten, ewig werd ich vor dir stehen. Und ich will dich anbeten, will mich vor dir beugen, will dir sagen, du noch bist mein Gott. Denn du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du noch bist vollkommen gut zu mir. Und Herr, alle Zeiten, du bist hochgehoben, herrlich im Himmel erhöht. Doch voller Demut kamst du auf die Erde, zeigst, wo in Liebe besteht. Und ich will dich anbeten, will mich vor dir beugen, will mir sagen, du doch bist mein Gott. Denn du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du noch bist vollkommen gut zu mir. Herr, nie begreife ich die Last, die du getragen hast. Herr, nie begreife ich die Last, die du am Kreuz getragen hast. Herr, nie begreife ich die Last, die du am Kreuz getragen hast. Ich will dich anbeten, will mich vor dir beugen, will dir sagen, du noch bist mein Gott. Du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du noch bist vollkommen gut zu mir. Herr Jesus, nur du allein. Du bist vollkommen gut zu uns. Und wegen das, was du am Kreuz getan hast, auch in dieser so unsicheren Zeiten, wir können deinen Frieden, wir können sogar Zuversicht empfangen, wissen, dass du da bist, dass du uns leitest und führst und Hoffnung schenkst und Weisheit gibst. Und so wir wollen heute Abend unser Herzen für dein Wort öffnen
Lehre uns, Herr. Helf uns zu begreifen, was wir brauchen aus deinem Wort für diese momentanen Situation. Und ich danke dir, dass du uns durch diese Situation bringst. Und du hast etwas Wunderbares vorbereitet. Aber für alle, die gerade jetzt, die in Not sind, vielleicht erkrankt sind, vielleicht verzweifelt sind, Vater, wir sprechen deinen Frieden aus, deine Nähe aus und deinen Trost aus. Lass den Wort Gottes, die die Quelle von aller Zuversicht und Trost ist, unser Herzen stärken, unsere Gedanken zur Ruhe bringen und uns Licht geben, uns Licht gibt für den nächsten Schritt, für den nächsten Tag. In Jesu Namen. Amen. Unser Thema ist Gebet. Und spezifisch, wir studieren geistliches Vollmacht. Now, ich weiß nicht, wie viel sind zugeschaltet heute Abend. Wir sind überwältigt von was wir bisher gesehen und gehört haben. Wir haben unsere erste Live-Sendung letzten Sonntag gemacht, ziemlich primitiv mit nur einem Laptop und ein paar Mikrofons. Ich hoffe, dass ihr merkt, wir haben in diesen letzten 8 Tagen oder paar Tagen eine Menge Zeit investiert, und an dieser Stelle einen großen Dank an alle Mitarbeiter, die so viel Arbeit investiert hatten, damit wir diesen Sendungen ein bisschen gehobenen gestalten können, Texte einblenden und ein besseres Bild. Wir haben hart gearbeitet, dass wir ein HD-Bild liefern können, aber jetzt hat YouTube aufgrund von den großen Anfragen für Live-Streaming alles ein bisschen reduziert. So, wir freuen uns, dass wir immer noch dann diese Qualität erreicht haben. Aber noch wichtiger als alles andere, dass wir trotz gerade jetzt, was beginnt für uns hier in Bayern, heute Abend um Mitternacht, eine Sperre, Ausgangssperre, dass wir auf diesem Weg diesen Trost von Gottes Nähe und diesen Gegenwart Gottes erleben können. Es ist erstaunlich, wie viele Menschen uns benachrichtigt haben. Am Anfang war das seltsam und dann plötzlich merkten sie, Gottes Nähe war da. Beim Gebet am Dienstagabend, als wir zusammen gebetet haben, was uns erstaunt hat, am nächsten Tag mehr als 300 Computers haben diese Gebetszeit mit uns angeschaut und miterlebt. Ich weiß nicht, wie viele Hunderte von Menschen haben mitgebetet. Sonntagmorgen war über 1400 Teilnehmer an Computers. Na, wir wissen nicht, wie viel, oder am Fernsehen. Wir wissen nicht, ob es eine Person, 2 oder 4 oder 5 Personen. Es kann sein, es war Hunderte, vielleicht Tausende von Menschen, die das miterlebt haben, was wir hier erlebt haben letzten Sonntag und Dienstag. Und so heute Abend, weil ich weiß nicht, wer da ist, das wäre den 3. Abend in dieser Reihe, diesen Series Geistliche Vollmacht. Und wir haben im Januar begonnen, dann weiter fortgesetzt im Februar. Wir haben in den ersten Teil von diesem Studium gesehen, dass Gott eigentlich uns Menschen Vollmacht gegeben hat. Er hat uns geschaffen in seinem Ebenbild und er hat uns ausgestattet mit Herrlichkeit, Ehre und Kraft und Macht. Now, den Schöpfungsgeschichte erzählt uns aber, als Adam Hochverrat begonnen hat. Diese Herrlichkeit und diese Fähigkeit, die Gott ihm gegeben hat, diese Erde zu beschützen und zu bewahren und zu bebauen, wurde von ihm beraubt. Und er war in dem Sinne schutzlos. Es war nur Gottes Gnade, die die Menschen wirklich am Leben gehalten haben, bis hin zu der Zeit, wo Jesus kam. Und Jesus ist gekommen, es heißt, um die Werke des Teufels zu zerstören. Wo eigentlich das, was Adam erlaubte. Weil Adam war derjenige, der ausgestattet war mit dieser Fähigkeit, Nein zu sagen. Diese Fähigkeit, ihn zu stoppen, den Feind zu stoppen. Und er hat es nicht ausgenutzt. Und ist dann, was wir sagen, gefallen. Die Erde ist dann ausgesetzt, alles, was wir erleben, sogar diesen Krankheit, die gerade jetzt die ganze Welt im Gefangen genommen hat, ist ein Resultat von das, was im Garten passierte, als Adam
rebellierte gegen das, was Gott sagte. Und Adam selber ist dann, dieses Leben Gottes, das in ihm war, ist weggenommen. Und das nennt die Bibel geistlicher Tod, getrennt sein von Gott. Das war und ist unser Zustand ohne Gottes Gnade und Helfer. Aber dank sei Gott, dann kam Jesus. Und als Jesus kam, er hat uns nicht nur den unsichtbaren Gott gezeigt, den himmlischen Vater gezeigt. Er hat nicht nur uns den Willen Gottes erklärt. Er hat am Kreuz einen Preis bezahlt, wobei wir wieder diese Beziehung mit Gott erleben können und auch diese Herrlichkeit und diese Vollmacht, diese Autorität wieder annehmen können. In Römerbrief Kapitel 5, Vers 17, es heißt, wir waren alle ausgeliefert durch die Übertretung von einem, das war Adam, den Tod, den Trennung von Gott, aber wie viel mehr sollen wir jetzt in diesem Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Und dieses Wort herrschen heißt nicht, dass wir alle jetzt anderen befehlen sollen. Es heißt, wir dürfen als Kinder Gottes die Weisheit Gottes, die Verheißung Gottes, das Wort Gottes nehmen und in unser Leben und spezifisch in unser Gebetsleben, wir dürfen das einbringen und wir werden einen Unterschied ausmachen in dieser Welt. Now, das ist schon die letzten 4 Stunden Lehre, die wir erlebt haben in Januar und Februar in 3 oder 4 oder 5 Minuten. Wir wollen jetzt heute Abend beginnen mit einer Aussage in Jakobusbrief. Now, das ist ein Studienabend. So, ihr braucht eure Bibeln oder iPads oder Notebooks und was immer ihr benutzt und schreibt das auf oder nimmt Notizen, weil es ist so wichtig, dass man nicht nur etwas hört und beurteilt. Man sollte das nachchecken, man sollte das nochmal lesen, man sollte die Zeit in Anspruch nehmen. Lies das in den Zusammenhang. Ich möchte nicht etwas aus dem Zusammenhang reißen und sagen, hey, so ist das. Ich verspreche euch, ich gebe mein Bestes, euch das Wort Gottes weiterzugeben, wie ich das verstanden habe. Aber jeder Einzelne ist verantwortlich, selber zu erkennen, warum glaube ich, was ich glaube. An wem glaube ich? Und warum übe ich das aus? Warum sollen wir beten überhaupt? Und was bringt Gebet? Well, in Jakobus, Kapitel 5, das zweite Teil vom Vers 16. Es heißt hier, das Gebet eines Menschen, der unbeirrt glaubt, oder wie anderen Übersetzungen sagt, ein gerechter Mensch. Na, du sagst, wer ist ein gerechter Mensch? Well, Gerechtigkeit ist ein Geschenk Gottes. Es ist, was wir jetzt sind, was wir jetzt sind, wegen unser Glauben an Jesus Christus. Wegen Jesus sind wir jetzt die Gerechtigkeit Gottes genannt. Nicht wegen unserer Werken, nicht wegen unserer Leistung, sondern schlicht allein wegen das, was Jesus vollbrachte am Kreuz. Wenn wir bereit sind, ihm und das vollendete Werk, was er am Kreuz getan hat, und in die Auferstehung, ihm als Herrn und Heiland in unser Leben einzuladen und in unser Herzen zu haben. Denn er sagt, ihr seid jetzt Kinder Gottes genannt, ihr seid jetzt gerecht vor Gott. Und es ist nicht unsere Leistung, es ist sein vollendetes Werk. So, wir sind hier die Gerechten, wir sind die Menschen, die hier gemeint sind. Aber genauso muss unser Gebete erfüllt mit dieses unbeirrte Glauben. Dass wir vertrauen, dass Gott sagte, was er meinte und meinte, was er sagte. Und dass wir, wenn wir zu Gott im Gebet gehen, dass Gott nicht nur uns hört, sondern Johannes sagte, wenn Gott uns hört, er wird uns auch erhören. Unser Gebetsanliegen erhören. So ist unser Gott. Und wie ich das immer seit langem sage, Gott ist nur ein Gebet entfernt von jedem Mensch. Wenn wir uns ausstrecken nach ihm, er ist da. Und so es heißt hier, das Gebet eines Menschen oder ein Gerechten hat große Kraft. Auf Englisch, in der erweiterten Übersetzung, die Amplified Bible, es heißt, es setzt viele Kräfte frei oder viel Macht Gottes frei.
Und das ist genau der Punkt heute Abend, dieses Aspekt des Gebets. Wir nennen das Fürbitte. Es gibt viele Aspekte vom Gebet und wir werden nicht Gebet als Ganze heute Abend in 2 Lehreinheiten anschauen können, aber wir wollen diesen einen Aspekt Vollmacht im Gebet und hauptsächlich in Fürbitte miteinander anschauen. Entschuldige mich, ich habe vergessen zu sagen, wie unser Abend gestaltet wird. Wir haben geplant 2 Lehreinheiten. Das heißt, ich werde für die nächsten 40 Minuten oder 35 Minuten dieses Thema mit euch angehen. Und dann nehmen wir eine 10 Minuten Pause. Ihr könnt Popcorn holen oder etwas zu trinken holen. Und dann gehen wir gleich pünktlich nach der Pause mit dem zweiten Teil für heute Abend. So viel zu das, was vor uns ist. Lass uns das anschauen. Es geht weiter in Jakobus in Vers 17. Es heißt, Elia war ein Mensch wie wir. Und doch erreichte er durch sein Gebet, dass er 3 Jahre und 6 Monate nicht regnete. Dann betete er um Regen, da regnete es und alles Land wurde grün und brachte wieder seine Früchte. Now, die Geschichte ist von etwas, was geschehen ist im Alten Testament in 1. Könige, Kapitel 17 und Kapitel 18. Und das ist nicht unser Thema heute Abend, aber es lohnt sich, diese Passage ein bisschen genauer anzuschauen. Elia war ein Mensch, gleich wie wir alle. Manchmal wir lesen von den Menschen in der Bibel und wir dachten, ja, well, das war der Heilige so oder der Heilige so. No, es sind Menschen. Menschen aber, die Gott erlebt haben und Glauben an Gott ausgeübt haben. Wenn man die Geschichte in 1. Könige 17 zuerst anschaut, Elia hat offensichtlich von Gott gehört, ich möchte, dass du vor dem Volk stehst und sagst, es wird kein Regen mehr geben, bis ich es sage. Das war schon eine heftige Aussage. Er war ein Prophet und als Prophet, er hat für Gott gesprochen. Und man könnte sagen, er hat wirklich nicht gebetet, er hat mehr einen Befehl des Glaubens ausgesprochen. Und es war sofort. Und 3 Jahre lang, es gab kein Regen. Aber für mich, was interessant ist nach dieser Dürreperiode, nach dieser Zeit, wo Gott wollte Israel wachrütteln, bitte, sag nicht, dass Gott ist die Ursache von alles, was im Gange ist. Aber ich kann euch eins sagen, Gott benutzt alles in unser Leben, um uns zu helfen, ihn zu kennen und auf dem richtigen Weg zu gehen. Dieses Coronavirus hat nichts zu tun mit Gott. Das ist keine Strafe. Das ist das Resultat von die Welt, wie es ist, durch Adams Übertretung. Sünde und Schuld und Krankheit und Unheil gehört in dieser Welt, weil diese Welt liegt in Dunkelheit, hat Johannes gesagt. Aber Jesus kam, um uns Licht zu geben. Nicht nur in sein Leben, sondern durch sein Wort. Sein Wort ist ein Licht auf unserer Pfad. Sein Wort hilft uns, Licht zu sehen in solchen Zeiten. Und so eins weiß ich, Gott ist der Gott, der bereit ist, uns zu helfen in dieser Situation. Und für einige Menschen, der Verzweiflung, die nicht wissen, wie es weitergeht, ist eine Art, wo ihr Herzen wird endlich geöffnet für das, was Gott dir geben möchte. Ursprünglich vom Anfang an dir geben wollte. Vielleicht, wenn du bist eine dieser Personen, die vielleicht zufällig das anschaut heute Abend oder zum ersten Mal in dieser Art und Weise hört, wisset, Gott ist für dich, nicht gegen dich. Und Gott wird dir helfen. Er wird mir helfen. Er wird uns helfen durch diese schwierige Zeiten. Und es ist schwierig. Es ist herausfordernd, was heute in Bayern ausgesprochen ist, diese Ausgangssperre. Die Regierung hat das nicht leichtfertig gemacht. Die haben das gut überlegt. Und die haben unser aller Wohl im Herzen. Und deswegen wollen wir, so gut wie wir als Gemeinde das tun können, diese Anordnung folgen. Weil wir wissen, dass dieser Abstand von anderen Menschen wird diese Krankheit verlangsamen, damit die medizinische Hilfe kommen kann. Aber Gottes Hilfe ist genauso real für jeder Einzelne von uns heute Abend.
Aber schau, was mit Elia passiert ist. Er war ein Mensch, gleich wie wir. Er hat aber Glauben an Gott gehabt. Viel Kraft wurde freigesetzt. Zuerst eine Dürre. Es hat Israel wachgerüttelt. Und nach 3 Jahren lang, es kam die Zeit, wo es sich enden soll. Was ist passiert in Jesu Namen? Dieser Coronavirus wird nicht 3 Jahre dauern. Das ist nicht meine Message heute Abend, nicht die Botschaft. Nein, Gott so schnell wie möglich, dass unser Leben wird wieder normal sein. Wie wir vermissen einfache Dinge, die wir als selbstverständlich gesehen haben. Es gibt uns eine Chance, wirklich zu verinnerlichen, was wirklich wichtig ist im Leben. Und hier, die Situation zu enden, hat Elia etwas Außergewöhnliches getan. Ich möchte lesen, das ist 1. Könige, Kapitel 18, ab Vers 42. Now, Ahab ist der Diener von Elia, der Prophet. Er ist sein Assistent, er hilft ihm. Und es heißt, während Ahab aß und trank, stieg Elia zum Gipfel des Karmel hinauf. Doch oben kniete er nieder, verbarg das Gesicht zwischen den Knien und betete. Es ist fast eine Geburt von einer Frau Haltung, die Elia annahm, um etwas hervorzubringen im Gebet. Na, schau, was passiert ist. Nach einer Weile befahl er seinem Diener, steig auf den höchsten Punkt des Berges und blick über das Meer. Dann sag mir, ob du etwas Besonderes siehst. Der Diener ging, hielt Ausschau und meldete, kein Regen in Sicht. Doch Elia schickte ihm immer wieder, geh, sehe nach einmal nach. Endlich beim 7. Mal rief der Diener, jetzt sehe ich eine kleine Wolke am Horizont, aber sie ist nicht größer als eine Hand. Da befiel Elia, lauf schnell zu Ahab und sag ihm, lass sofort anspannen und fahr nach Hause, sonst wirst du vom Regen überrascht. 7 Mal musste Elia in diesen Geburtswehen hineingehen, in dieser Art von Gott immer noch suchen, bis die Antwort kam. Das nennt man Fürbitte. Na, wenn man in den Neuen Testament geht, und vielleicht gehen wir da gleich, wir gehen zu Epheserbrief. Es heißt in Epheserbrief Kapitel 6, und wir werden das vom Vers 10 bis Vers 18 studieren, aber zuerst nur Vers 18. Epheserbrief Kapitel 6, Vers 18. Bei allem Gebet und Flehen, aber bei allen Arten des Gebets, hat eine andere Übersetzung es so übersetzt. Es gibt verschiedene Arten des Gebets. Es gibt Fürbitte. Das ist, wenn wir in der Riss stehen, wir beten für eine andere Person oder für eine andere Situation. Man betet eine Art Fürbitte, nicht für sich selber. Man betet das meistens für das Land, für die Regierung, für andere Menschen, für Christen, für die Gemeinde, für den Willen Gottes. Und wie bei Elia, bei Fürbitte ist es nicht eine einmalige Sache. Manchmal Menschen verwechseln das. Zuerst, er hat mit einem Befehl des Glaubens alles im Gange gesetzt. Ein Satz, es war vorbei. Aber bei dieser Situation, den Regen wieder hervorzubringen, 7 Mal hat er Gott gesucht und lag wie in Wehen im Gebet, bis der Regen angefangen hat zu fallen. So, es heißt hier, bei allen Arten des Gebets, es gibt Fürbitte, es gibt das Gebet des Glaubens, das heißt, wir beten um Dinge, die wir wissen, Gottes Wille ist, aus Gottes Verheißungen, und wir glauben, dass wir es empfangen haben, als wir gebetet haben. Das ist das Gebet des Glaubens. Es gibt ein Gebet der Übereinstimmung. Das ist, wenn ich Glauben habe mit anderen Geschwistern und wir kommen zusammen, 2, 3, 4 Menschen, und wir übereinstimmen im Gebet. Es gibt unsere Danksagung. Anbetung und Danksagung ist eine Form des Gebets. Es ist Gemeinschaft mit Gott zu haben. Es gibt Harren auf Gott, warten auf ihn, ihm zu dienen und still zu sein, damit wir von ihm hören.
Das ist das Erstaunliche bei Jesus. Jesus möchte nicht nur, dass wir mit ihm reden und ihm alles erzählen. Er möchte, dass wir auch Zeit in Anspruch nehmen, von ihm zu hören. Er sagte, meine Schafe hören meine Stimme. Und es kommt nicht von hier draußen. Es ist hier, ein stiller, leiser, überzeugende Stimme, wo du weißt, das ist der Weg, geh dorthin. Weil Gott redet zu seinem Volk. Es gibt das Gebet, die Übereinstimmung. Es gibt das gemeinsame Gebet. Es gibt auch sogar Binden und Lösen im Gebet. Oder erlauben oder nicht erlauben. Das werden wir in den zweiten Teil von heute Abend miteinander anschauen. So, es gibt unterschiedliche Rahmenbedingungen vom Gebet. Der Gebet der Hingabe. Herr, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und jeder Aspekt vom Gebet ist bestimmt für unterschiedliche Situationen in unser Leben. Wenn ich nicht sicher bin, was der Wille Gottes ist, das ist keine Zeit für ein Gebet des Glaubens, weil das beginnt mit der erkannten Wille Gottes. Da muss ich zu Gott gehen und Zeit in Anspruch nehmen. Ich muss vielleicht auf ihm harren. Ich muss Zeit in seiner Gegenwart nehmen. Stille Zeit, von ihm hören und ihm sagen, Herr, das ist, was ich denke, aber nicht mein Wille geschehe, dein Wille geschehe. Helf mir, dein Wille zu erkennen für diese Situation. Das ist das Gebet der Hingabe. Aber wenn wir reden über geistliche Vollmacht im Gebet, dann müssen wir schon im Vorfeld wissen, das ist der Wille Gottes. Na, lass uns das projizieren auf die jetzige Situation. Ich kann euch sagen, von meiner Überzeugung, es ist der Wille Gottes, dass Menschen nicht erkrankt werden. Dass Menschen werden, wenn sie erkrankt sind, Hilfe empfangen, Heilung erfahren. Deswegen hat er auch uns so eine tolle medizinische Begleitung und Helfer, uns zu helfen. Aber auch übernatürlich. Gott ist ein Gott, der uns hilft. Er sogar ist genannt, der Herr, unser Arzt. Er ist der Herr, der uns heilt, wie es heißt auf Englisch. The God who heals me. Und so, er möchte dein Arzt sein. Er möchte dir begleiten. Egal in welcher Situation du bist. Mit den Helfern von den Ärzten, den Krankenschwestern und alle Pflegern, alle, die uns helfen. Gott ist auf unserer Seite. Das ist sein Wille. Es ist nicht sein Wille, dass Menschen voneinander getrennt sind. Er hat selber gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Das allein zeigt mir, diese jetzige Situation ist nicht der Wille Gottes. Aber wir müssen ein bisschen getrennt voneinander sein, um diese Plage zu stoppen. Aber in dieser ganzen Situation, wir können Gottes Helfer und Gottes Trost näher erfahren. Wenn wir zurückgehen zu Epheserbrief, lass mich das jetzt in Kontext lesen. Epheserbrief Kapitel 6, Vers 10. Paulus sagte, im Übrigen, meine Brüder, erstarket im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ziehet die ganzen Waffenrüstung Gottes an, damit ihr den Kunstgriffen des Teufels gegenüber standzuhalten vermöget. Denn unser Kampf richtet sich nicht wider Fleisch und Blut, sondern wider die Herrschaften, wider die Gewalten, wider die Weltbeherrscher dieser Finsternis, wider die geistlichen Mächte der Bösheit in den himmlischen Regionen. Paulus redet hier von einem Kampf. Paulus redet hier von einem Kampfanzug. Es gibt Zeiten, wo wir kämpfen müssen. Und Gott hat uns nicht schutzlos gelassen. Er hat uns ausgerüstet mit Macht und Vollmacht. Das war unsere Lektion, die erste im Januar. Wir haben über Exousia, das ist unsere Fähigkeit, Macht auszuüben. Und er hat uns Dunamis, Kraft gegeben. Wir sind ausgestattet mit beidem. Und Paulus sagte uns hier, wir müssen aber es anziehen. Wir müssen diese Waffenrüstung Gottes anziehen, damit wir fähig sind, in solchen Zeiten dazustehen, unser Feld zu behalten. Das wird ihr jetzt, wenn wir weiter lesen. Es geht um den Platz, wo du lebst, den Platz, wo du bist, den Willen Gottes zu erkennen und zu tun. Dass wir lassen uns nicht ablenken, zum Rechten zu gehen, zum Linken zu gehen. Wir sind ausgestattet mit der Fähigkeit, geistliche Vollmacht auszuüben im Gebet. Und es ist nie gegen Menschen.
Wir reden nicht hier über Menschen, die einen anderen Denkgut haben, eine andere Religion haben, eine andere politische Überzeugung. Es geht nicht um das. Wir schauen hinter der Kulisse heute Abend. Hinter der Kulisse in der geistlichen Welt sind Mächte und es sind Herrschaften, die am Wirken sind. Und wenn man es nicht glaubt, man muss nur ein bisschen in die Bibel forschen. Und wir werden einige Beispiele anschauen, zum Beispiel Daniel. Wie Daniel hat im Gebet von Gott etwas 21 Tage lang gesucht im Gebet und im Fasten, bis die Antwort kam. Und die Antwort kam durch einen gewaltigen Engel. Und er erklärte, die Antwort hat Gott am ersten Tag, als du begonnen hast, Daniel zu beten, Gott hat dir die Antwort geschickt, aber ich bin widerstanden, 21 Tage lang. Von den Fürst über das Land damals in Persien. Das ist reale Situationen. Und wir, außer Gott uns die Fähigkeit gibt, wir haben nicht die natürliche Fähigkeit, dieser Weltbeherrscher, dieser Herrschaften in himmlischen Bereichen zu sehen, zu erkennen. Aber wenn wir uns im Gebet, wenn wir uns erlauben, Gott Raum zu geben in unser Leben, dass durch unser Gebetsleben wir Vollmacht ausüben können. Gott kann uns zeigen, was wirklich im Gange ist. Und ich gehe ein bisschen zu schnell, weil wir wollen dorthin kommen heute Abend, wie Gott durch den Gaben des Heiligen Geistes, durch was wir nennen die Offenbarungsgaben, manchmal durch ein Wort der Erkenntnis, durch ein Wort der Weisheit oder durch die Fähigkeit wirklich zu sehen, die Unterscheidung der Geister. Er hilft uns zu sehen, was wirklich im Gange ist, was bewegt das Ganze weltweit zurzeit. Wenn wir versuchen, manchmal in unserer eigenen Vorstellung unsere Gebete zu formen, die haben sehr wenig wichtige Autorität. Aber wenn wir erlauben, dass der Geist Gottes uns leitet und zeigt genau, was im Gange ist, dann können wir wie Elia im Gebet mit Vollmacht genau das tun, was Paulus hier angesprochen hat, diese Mächte widerstehen. Ich lese ein bisschen weiter. Es heißt hier, deshalb ergreifet die ganzen Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tage zu widerstehen vermöget und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, das Feld behalten könnet. Ich hoffe, dass ihr seht dieses Bild. Der Feind hat nur eins im Sinne. Er möchte unser Leben zerstören. Er möchte unser Feld. Er möchte das, was Gott uns anvertraut hat. Es kann sein dein Job, das kann sein deine Beziehungen, deine Familie, das, was du bist und das, was du tust. Das ist ein Geschenk von Gott. Und der Feind möchte es zerstören. Jesus hat es so gesagt, der Dieb kommt nur zu rauben, stehlen und zu töten. Aber ich bin gekommen, damit die Menschen Leben haben und Leben im Überfluss. Das war seine Absicht, hierher zu kommen. Und dieser Feld, dieses Leben, was Gott uns geben möchte, der Feind möchte von uns das berauben. Und wir haben eine Entscheidung zu treffen. Lasse ich ihm das zu oder widerstehe ich das? Werde ich den Waffenrüstung Gottes anziehen? Werde ich lernen, mit der Weisheit von Gottes Wort Vollmacht auszuüben im Gebet? Oder werde ich erlauben, dass die Umstände mein Leben beherrschen? Ich habe diesen Schriftsteller zitiert, das kann man zu Hause, das könnt ihr sein zu Hause. Er könnte das selber nachforschen. Römerbrief Kapitel 5, Vers 17. Wir sollten im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus, weil wir Gnade empfangen haben, weil wir diese Autorität von Jesus empfangen haben, weil er uns sein Name anvertraut hat, weil er uns sein Wort gegeben hat. Die Entscheidung liegt bei uns. Gott kann uns nicht zwingen, und er möchte uns nicht zwingen, diese Waffenrüstung Gottes anzuziehen. Wir müssen den Grundsatzentscheidung treffen, dieser Waffenrüstung Gottes anzuziehen. Und wir werden jetzt gleich sehen, aus welchen Bestandteilen ist diese Waffenrüstung Gottes hier gemacht. So, wir lesen weiter. So siehet nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit
Man kann sagen, was ist Wahrheit? Jesus sagte in Johannes 17, oh Gott, oh Vater, dein Wort ist Wahrheit. Und dieser Gürtel, was damals, die Beschreibung hier ist von einem römischen Krieger von der damaligen Zeit. Und damals, die Männer haben einen langen Rock normalerweise getragen, ein bisschen anders als heutzutage. Und dieser Gurt hat sie genommen, um zwischen den Beinen den Rock so zu halten, dass die frei bewegen können. Und so ist das Wort Gottes für uns heute. Die Wahrheit von Gottes Wort setzt uns frei. Es hemmt uns nicht ein. Wenn Leute kommen mit Dingen aus Gottes Wort, dich einzuhemmen, dann pass auf, weil das Wort und die Erkenntnis von des Wortes, die Wahrheit in das Wort, das ist, was uns freisetzt und gibt uns die Fähigkeit, beweglich zu sein in unserer Welt, in unser Leben. So er sagt, er nimmt diesen Gurt und es hat zu tun mit Gottes Wort, weil sein Wort ist Wahrheit. Und mit dem Panzer der Gerechtigkeit, ein Panzerschild ist etwas, was den Brust hier beschützt. Ich habe schon am Anfang gesagt, wir sind jetzt wegen Jesus die Gerechtigkeit Gottes. Dieser Gedankengut, dass wir, wie Paulus sagte, wenn wir beginnen, unsere Gedanken neu zu formen, durch was Gottes Wort sagt, dann haben wir die Fähigkeit, diese Gerechtigkeitsdenkgut in uns reinzulassen. Das beschützt unser Herz. Und ich meine nicht dieses Blutpumper, ich meine den inwendigen Mensch. Tief in deinen Seele und Herz, deinen Geist, wo der Geist Gottes wohnt. Da möchte der Feind eingreifen. Da möchte er Zweifel sehen. Da möchte er uns unser Glauben, unsere Freude, unsere Zuversicht berauben. Und da müssen wir unser Herz beschützen. Weil Gerechtigkeit, wissend, ich bin ein Kind Gottes. Ich weiß, ich kenne meine Ecken und Kanten. Ich weiß meine Fehler, ich weiß meine Begrenzung. Aber eins weiß ich auch, Gott hat mich trotz all dem wegen Jesus und sein Opfer angenommen. Ich bin jetzt, weil Jesus mein Herr ist, ich bin jetzt ein Kind Gottes. Und diese Gerechtigkeit, dieses Erkennen, ich bin angenommen bei Gott, das beschützt mein Gedanken, es beschützt mein Herz. Und der Feind kann mein Glauben nicht berauben. Es geht weiter. Und die Füße gestiefelt mit der Bereitwilligkeit, die frohe Botschaft des Friedens zu verkündigen. Ich habe meinen Stiefel an heute Abend, obwohl ich habe meine Schuhe an. Tatsächlich, ich habe meinen Stiefel an. Weil der Stiefel ist der Grund, warum wir alles tun, was wir tun. Wir wollen anderen Menschen erzählen, wie gut Jesus ist. Und wir alle haben diese Aufgabe von Gott empfangen. So lass deine Füße so gestiefelt sein, mit der Bereitwilligkeit, die frohe Botschaft des Friedens zu verkündigen. Bei dem allen aber ergreifet den Schild des Glaubens. Dieses Schild, vielleicht lese ich das zu Ende, mit welchem ihr alle feurigen Pfeile des Böswills auslöschen könnet. Der Feind hat wie feurige Pfeile, die sind gezielt auf dein Leben, allermeist auf dein Denkgut. Sieh, Jesus sagte uns etwas über den Teufel. Er sagte, er war vom Anfang an ein Lügner und er ist der Vater aller Lügner. Und diese Lügen, die manchmal wir empfangen, wir hören etwas oder wir denken, wir haben es ausgedacht. Es ist wirklich hinter der Kulisse, in der unsichtbaren Welt, ein feuriger Pfeiler, gezielt auf deine Seele, damit es durch deine Gefühlsebenen, Überlegungen in deinem Herzen hineinkommt und beraubt deinen Glauben und deine Freude und deine Zuversicht. Das Schild des Glaubens, was ist das? Das ist, wenn du sagst, wait a minute, ich sehe die Situation, aber der Verheißung Gottes, das Wort Gottes sagt dies oder jenes und alles. Und ich entscheide mich, das Wort zu nehmen, statt den negativen Gedanken, statt den Angst, statt den bösen Bericht. So, wir machen nicht unsere Augen zu einer bösen Situation, wie wir gerade jetzt hier erleben. Sieh, das ist dann ein bisschen Vermessenheit. Wenn Menschen sagen, well, ich habe Glaube, ich kann unter anderen Menschen gehen, ich muss nicht tun, was die Behörde sagt. No, das ist Vermessenheit. Das ist eigentlich Torheit.
Wir benutzen gesunden Menschenverstand, aber verbunden mit unserem Vertrauen. Ich gehe und tue, was ich tun kann, wissend, nehme Abstand, versuche nicht mit vielen Menschen zu sein, weil das sagen die Mediziner, wird sehr hilfreich sein. Aber ich tue das auch gleichzeitig mit dem Schild des Glaubens. Wissen, Jesus, du bist der Herr, mein Arzt. Du bist der Herr, mein Schild. Du wirst mich beschützen. Und so ich kann in meinen Alltag mit meinem Glauben vorangehen. Und jeder Lüge und jeder kritisch, negativer Pfeil, die der Teufel versucht gegen dich und gegen mich zu richten, dieser Glauben an die Verheißung Gottes, an das Wort Gottes, wird uns die Fähigkeit geben, diese feurigen Pfeile auszulöschen. Es ist super. Denn es heißt hier, und nehme den Helm des Heils. Das Helm des Heils ist die Art und Weise, wie wir denken. Sieh, ein Helm beschützt hier, wo dein Gehirn ist. Und dieses Bereich, nicht nur physisch, sondern den ganzen Teil unserer Seele, wo wir überlegen. Es gibt einen physikalischen Aspekt von unserem Gehirn, aber die Seele eines Menschen ist so wunderbar von Gott geschaffen. Es ist, wo unsere Emotionen, wo unsere Wahrnehmungen, wo unsere Gefühle, wo unsere Überlegungen, wo unsere Entscheidungen werden geformt. Und wenn wir keinen Schutz haben für unsere Denkweise, alles kann rein, alles kann raus, dann sind wir in dem Sinne, unser Herz ist dann schutzlos. Dieses Helm des Heils hilft uns wie eine Art Filter oder wie eine medizinische Maske, damit den Virus nicht in den Arzt oder den Krankenschwester erreichen können. So ist dieses Helm des Heils ein bisschen für uns heutzutage zu verstehen. Es hilft dieses Virus von Zweifel und Ängsten und Minderwertigkeitsgefühlen, all diese Dinge, dass es nicht in uns hereinkommen kann und unser Herz kaputt machen. Nimm das Helm des Heils an. Du bist, wenn du glaubst an Jesus Christus, du bist ein Kind Gottes. Und weil du ein Kind Gottes bist, du hast Macht und du hast Dynamis, du hast Autorität. Und Gott steht zu dir und Gott ist für dich. Und dann das Letzte, er sagte hier, nicht nur nehmt das Helm des Heils, sondern auch das Schwert des Geistes, nämlich das Wort Gottes. Interessant, wenn man liest, wie Jesus den Teufel widerstanden hat. 3-mal hat er diese große Versuchung erlebt. Und jedes Mal hat Jesus gesagt, es steht geschrieben. Das ist das Schwert des Geistes. Sogar so, der Feind versuchte mit Gottes Wort. Der Teufel kann Gottes Wort auch zitieren. Deswegen müssen wir lernen zu studieren. Wir können nicht alles schlucken, nur weil wir vielleicht ein Vers in der Bibel gelesen haben. Nein, du musst das im Kontext lesen. Du musst das im Licht von der Person Jesus anschauen. Er ist der Ausdruck Gottes für uns heutzutage. Wenn wir schauen Jesus an, wir sehen, wie Gott wirklich ist. Und als der Teufel kam zu Jesus, er sagte, es steht geschrieben. Wenn du der Sohn Gottes bist, du kannst über diesen Cliff her springen. Du kannst Bungee-Jumping machen ohne Seil, weil du bist der Sohn Gottes. Und Jesus hat gesagt, es steht geschrieben. Man sollte den Herr, unser Gott, nicht versuchen. Es ist so wichtig, Gott selber durch sein Wort zu kennen. Wir müssen auch fähig zu sagen, es steht aber auch geschrieben. Und das ist das Schwert des Geistes. Das ist, wenn wir nehmen die Verheißung Gottes, den Gedanken Gottes, die Weisheit Gottes und wir sagen, no, es steht geschrieben und so wird es sein. Er sagte hier dann, und wache zu diesem Zwecke, nehmt das Wort des Gottes, und bei allem Gebet und Flehen aber betet jederzeit im Geist. Okay, now müssen wir das auch ein bisschen erklären. Weil es werde hier in diesem Haus sein mit unser Paulus, wir betet im Geist. Ist das ein Gefühl? Ist das eine Emotion? Ist das etwas, wo man denkt, okay, jetzt Gottes Geist hilft mir im Gebet? Was ist das? Ich habe vor langer Zeit gelernt, etwas, was mir sehr geholfen hat. Ich habe gelernt,
dass die Bibel sollte mehr die Bibel interpretieren. Es gibt viele Meinungen in dieser Welt. Aber wenn ich möchte wissen, was sagt die Bibel über zum Beispiel, was heißt es im Geist zu beten, dann habe ich begonnen zu studieren, was sagt im Neuen Testament, was geschieht, wenn jemand im Geiste betet. Und ich habe festgestellt, aus der Gemeinde wurde geboren, in Apostelgeschichte Kapitel 2, man hat diese Begebenheit, wo der Geist Gottes wurde ausgegossen. Und das allererste, was geschehen ist, nicht nur haben sie etwas gesehen, sie haben etwas gehört. Nicht nur ein Wind haben sie gehört, plötzlich die Menschen, die den Erfüllung mit dem Heiligen Geistes erlebten, die haben angefangen, Gott in einer neuen Sprache anzubeten. Und man könnte sagen, ja, warum tut Gott das? Well, es gibt viele Gründe, aber einer der wichtigsten Gründe ist, Gott gibt uns die Fähigkeit, ins Gebet zu gehen und genau zu beten für Dinge, die wir selber nicht verstehen. Und ich bin so froh, because es gibt eine Menge im Leben, das ich nicht verstehe. Sieh, Paulus hat das erklärt in 1. Korintherbrief, Kapitel 14. Er sagte, wenn ein Mensch in neuen Sprachen oder in Zungen, das kommt darauf an, welche Übersetzung man liest, wir sagen manchmal hier in neuen Sprachen oder in neuen Zungen oder in Sprachengebet. Es sind alle Begriffe für dasselbe Urtext. Wenn ein Mensch in neuen Sprachen betet oder im Geiste betet, das ist auch, was Paulus sagte, wenn ein Mensch im Geist betet, er betet, sein Geist betet, aber sein Verstand ist ohne Frucht. Er sagte, wenn ein Mensch im Geist betet, er betet in neuen Sprachen. Weil er spricht nicht zu Menschen, er spricht direkt zu Gott. So, wenn Paulus sagte hier, in eurem Gebet, in alle Formen vom Gebet, Gebet des Glaubens, Gebet der Fürbitte, Gebet der Übereinstimmung, der Gebet der Hingabe, wenn wir kommen zu diesem Punkt, wo wir manchmal für Dinge beten müssen, die wir selber nicht verstehen, ist Beten im Geist so wichtig. Weil der Geist Gottes hilft uns, den Willen Gottes auszubeten. Und es ist nicht ein Produkt von unserem Intellekt. Ich glaube, dass keiner heute Abend in seinem Intellekt hat die Antworten auf diese dramatische Situation, die wir alle erleben. Aber einer kenne ich, der schon weiß die Lösung. Sein Name ist Jesus. Und er gab uns Gott, den Heiligen Geist, der jetzt in uns wohnt. Und wir sind jetzt ein Tempel Gottes geworden. Und wir können jetzt ihm Raum geben, wenn wir beginnen, in neuen Sprachen zu beten. Und wir beten in den vollkommenen Willen Gottes. Deswegen hat Paulus gesagt, wenn es kommt zu diesen geistlichen Vollmacht auszuüben, beten im Geist. Wenn ich im Geiste bete, ich bete nicht für Menschen, ich bete zu Gott. Das ist neuen Sprachen. Das ist mein Sprachengebet. Das ist für jeder Gläubiger, der sagt, Herr, erfülle mich mit deinem Geist. Genauso wie die Ohrgemeinde. Die haben Jesus erlebt, die haben ihn sogar gesehen, aber 40 Tage später, die haben denselben Geist, der schon in jeder war, auf sich bekommen. Sieh, es gibt den Heiligen Geist in dir. Das ist, wenn du sagst, Jesus, komm in mein Leben, sei du der Herr meines Lebens. Aber der Geist, wenn er auf uns kommt, er hat uns ausgestattet mit Kraft. Und einen Aspekt von dieser Geistestaufe, wie man auch liest im Neuen Testament, ist Beten im Geist oder Beten in anderen Sprachen. Und Paulus verbindet das gerade jetzt mit den Waffenrüstung Gottes. Er sagte, bei allen Gebeten flehen, aber betet jederzeit im Geist und betet zu diesem Zwecke in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Sieh, wir müssen lernen, füreinander zu beten. Wir müssen lernen, Zeit in Anspruch zu nehmen. Und da hilft der Geist Gottes uns so sehr, weil manchmal wir wissen nicht, was den anderen wirklich braucht. Aber der Geist Gottes weiß das. Und wenn wir im Geiste beten, er hilft uns, für den vollkommenen Willen Gottes, für unsere Geschwister zu beten. Und dann sagt er, auch für mich, das sage ich, liebe Geschwister, liebe Gemeindemitglieder, hey, bete für den Pastor. Bete für uns hier in einem kleinen Team. Wir geben uns das Bestens, alles am Leben zu erhalten mit Gottes Hilfe.
Aber wir brauchen Gebet. Und ganz spezifisch, Paulus sagte hier, bete auch für mich, damit mir ein Wort gegeben wäre, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums kundzutun. Well, wir sind bereit, eine Pause zu nehmen. Und ich hoffe, die erste Stunde hat euch neugierig gemacht. Wie kann ich das praktisch ausüben? Das wollen wir in der zweiten Stunde anschauen. Wie kann ich geistliche Autorität im Fürbitte ausüben? Wir haben den Namen Jesus. Wir haben diese Waffenrüstung Gottes. Aber wir müssen es anziehen und wir müssen, und hier kommt das, Zeit in Anspruch nehmen. Oh, Pastor, ich habe nie Zeit. Ich sage dir, du hast nie Zeit, du musst den Zeit nehmen. Du musst den Zeit ergreifen. Du musst sagen, jetzt werde ich beten. Wenn wir das nicht tun, die Zeit wird von uns wegrennen. Aber wenn wir Zeit nehmen, den Waffenrüstung Gottes anziehen, das Wort Gottes zum Herzen nehmen und all das zusammenbringen und wir sind bereit, für anderen zu beten, für das Land zu beten, für den Gemeinden zu beten, für den Christen zu beten, für den Nachbarn zu beten, für die Familie zu beten. Erstaunlich, was für eine Kraft Gottes wird freigesetzt. Genauso wie damals mit Elia ist Gott dasselbe. So, wir sagen, wir sehen uns in 10 Minuten, wir nehmen eine Pause und wir werden gleich wieder hier sein. Gott segne euch. Unerschütterlich und treu folgen wir nach. Unerschütterlich und treu geben wir ihm Ehre. Unerschütterlich und treu beten wir an. Unerschütterlich und treu halten wir an seinem Wort fest. Unerschütterlich und treu folgen wir nach. Unerschütterlich und treu geben wir ihm Ehre. Unerschütterlich und treu beten wir an. Wir beten Jesus an, unseren Retter, Herr der Herren, König aller Könige. Wir beten Jesus an, seine Majestät, den, der auf dem Gnadenthron sitzt. Der Feind ist schon besiegt, voll Ehrfurcht stehen wir vor dir. Siegreich führst du uns voran, wir folgen dir, Herr. Du bist unser Gott und wir sind dein Volk. Ewig geben wir dir Dank und jubeln dir zu. Wir beten Jesus an, unseren Retter, Herr der Herren, König aller Könige. Wir beten Jesus an, seine Majestät, den, der auf dem Gnadenthron sitzt. Sein Licht durchdringt das Dunkel, die Trauernden tröstet er. Leben und Hoffnung sind in ihm. Den Erschöpften gibt er neue Kraft, die Schwachen macht er stark. Wie ein Adler fliegen wir mit ihm. Wir beten Jesus an, unseren Retter, Herr der Herren, König aller Könige. Wir beten Jesus an, seine Majestät, den, der auf dem Gnadenthron sitzt. Der Feind ist schon besiegt,
Voll Ehrfurcht stehen wir vor dir, siegreich führst du uns voran. Wir folgen dir, Herr, du bist unser Gott und wir sind dein Volk. Ewig geben wir dir Dank und jubeln dir zu. Wir beten Jesus an, unseren Retter. Herr der Herren, König aller Könige. Wir beten Jesus an, seine Majestät, den, der auf dem Gnadenthron sitzt. Wir beten Jesus an, unseren Retter. Herr der Herren, König aller Könige. Wir beten Jesus an, seine Majestät, den, der auf dem Gnadenthron sitzt. Den, der auf dem Gnadenthron sitzt. Den, der auf dem Gnadenthron sitzt. Unerschütterlich und treu. Wer ist wie du? Wer kommt dir gleich? Wer ist mächtig wie du? Beugst dich zu mir und hebst mich auf. Bei dir bin ich zu Haus. Unter dem Schirm des Allerhöchsten berge ich mich. Du hörst mein Gebet, du rettest mich, bis meine Zuversicht. Keiner ist größer, keiner ist stärker, alles muss sich beugen vor dir. Deine Kraft ist gewaltig, dein Reich bleibt bestehen, alles muss sich beugen vor dir. Wer ist wie du? Wer kommt dir gleich? Wer ist mächtig wie du? Du beugst dich zu mir und hebst mich auf. Bei dir bin ich zu Haus. Keiner ist größer, keiner ist stärker, alles muss sich beugen vor dir. Deine Kraft ist gewaltig, dein Reich bleibt bestehen, alles muss sich beugen vor dir. So, wir wieder hier. Wir sind wieder hier. Muss ich auch sagen, ich bin gerade informiert, wir hatten während der Licht am Netz, das ist so eine Überlastung an dem Netz zurzeit, weil so viele machen Livestreaming, so viele schauen Filme an mit Livestreaming und die Netzkapazität kann nur so viel aushalten. So, falls wir einen Aussetzer haben, es liegt nicht an uns, es liegt eigentlich an den Übertragung, dem Netz allgemein. Und wir werden aber den Audio, falls ihr einen Teil verpasst haben, wir werden den MP3s auf unser Podcast für euch zugänglich machen. So, ich schätze, ab Dienstag oder Mittwoch kann man das nachholen, was wir vielleicht verpasst haben. Es tut mir leid, aber wir können das nicht ändern und wir lernen schnell, wie wir reagieren können, damit das Bild und das Ton wieder schnell hochkommt. Lasst uns jetzt weiter studieren. Habt ihr alles geholt zum Trinken, zu essen? Dann lasst uns zu 2. Korintherbrief gehen, Kapitel 10. Wir schauen weiterhin
dieser Aspekt von der unsichtbaren Welt, von der Autorität, die wir haben als Christen, diese geistige Vollmacht, die Gott uns anvertraut hat. Und wir sehen das in das Leben von Paulus. So oft hat er gesprochen von, was er mit Gott erlebt hat. Und oftmals seine Kämpfe, obwohl er hat viel Widerstände im Natürlichen. Der Ursprung von all dieser Widerstand war hinter der Kulisse, war in den unsichtbaren Welt, waren mit dieser Mächte und Herrschaften, die in der Luft herrschen. Und er redet von das genauso in 2. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 7. Er sagte, denn ob wir schon im Fleische wandeln, so streiten wir doch nicht nach Art des Fleisches. Oder wir leben in einer natürlichen Welt, in einem natürlichen Körper. Aber unser Kampf ist nicht ein natürlicher Kampf unter den Menschen. Es ist immer etwas anderes. Hinter der Kulisse, in der unsichtbaren Welt, da ist der wahre Kampf im Gange. Denn die Waffen unserer Ritterschaft, wir haben gerade in Epheserbrief über diese Waffenrüstung Gottes gehört. Und jetzt redet er von unserer Ritterschaft, unserer Fähigkeit. Denn die Waffen unserer Ritterschaft sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich wider die Erkenntnis Gottes erhebt und jede Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus, auch bereit sind, jeden Ungehorsam zu rächen, wenn erst euer Gehorsam vollständig geworden ist. Dann sagt er, seht ihr auf das, was vor Augen liegt? Fragezeichen. Wow, was für eine Passage. Paulus erzählt uns hier, den größten Arena, den Kampffeld von unser Glauben und unser Gebetsleben findet hauptsächlich in unseren eigenen Gedanken. Dieser freudige Pfeiler, dieser Zweifel, dieser Ängste, ich schaue meine Situation an und ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ohne etwas in Bewegung zu setzen, da müssen wir etwas dagegen kämpfen. Und das ist die Autorität, die wir haben in Christus. Das ist die Waffenrüstung Gottes. Das ist dieser Waffen der Ritterschaft, wie er das hier genannt hat. Und so oft der Feind versucht, uns einzuhemmen, uns zurückzuhalten im Leben, uns Angst zu geben, unsere Freude zu berauben, unser Frieden zu berauben. Durch die Umstände, weil wir beginnen, alles anzuschauen, ohne Gottes Wort in Betracht zu nehmen. Wir müssen lernen, beides zu tun. Den Umständen, den Situationen anzuschauen, aber auch im Licht von was hat Gott gesagt. Er sagte, er wird mich nie im Stich lassen. Er wird mich nie alleine lassen. Er wird immer da sein. Werde ich das annehmen? Werde ich das in mein Gebetsleben annehmen? Werde ich dieses Kunstgriffen des Feindes, wie wir gelesen haben im Epheserbrief, widerstehen? Werde ich mein Feld halten oder werde ich alles aufgeben? Sieh, wir sind die Einzigen, die diese Entscheidung, eine Grundsatzentscheidung treffen. Gott lehre mich, wie ich mein Feld behalten kann, wie mein Leben für deine Ehre, für deinen Plan ausgelebt sein kann. Sieh, all das ist nicht ein Thema von, wie kann ich bekommen von Gott, was ich will? Manchmal Menschen verwechseln, wenn sie hören von Vollmacht und Glauben und Verheißung Gottes, die verwechseln das für ein selbstsüchtiges Leben. Aber Christentum ist genau das Gegenteil. Christentum ist zu lernen, mein Wille beiseite zu legen und sein Wille anzunehmen. Und dass er zunimmt, dass wir abnehmen. Dass uns dieses ich-bezogenes Leben wird bei uns weniger Raum finden und mehr ein gottbezogenes Leben wird in den Vordergrund kommen. Und dazu hat Gott uns alles gegeben, um das auszuleben. Und hier ist ein Geheimnis. Jesus sagte, wer an sein Leben klammert, er wird es verlieren. Aber wer sein Leben für mich bereit ist abzugeben, er wird es finden. Sieh, es gibt eine Qualität im Leben, die nur beginnen kann,
wenn wir beginnen, für etwas Größeres und Besseres zu leben. Und das ist der Plan und Absicht Gottes. Das ist nicht nur Jesus zu erkennen, sondern auch seine Liebe mit anderen zu teilen. Eine Botschafter Christi zu sein, wie Paulus uns nannte. Dazu sind wir von Gott alle berufen. Now, wir lesen es hier in 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 18. Paulus redete hier über diesen Kampf. Und er sagte zu Timotheus, diese Gebot vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus, gemäß den früher über dich ergangenen Weissagungen, damit du in denselben den guten Kampf kämpfest, den Glauben und ein gutes Gewissen bewahrst. Es ist ein guter Kampf, den wir kämpfen müssen. Und dieses Wort Kampf muss ich betonen heute Abend. Dieses Kampf ist mehr als nur, ich versuche zu überleben. Weil eigentlich Jesus kam, damit du wirklich Leben hast. Dieses Kampf ist den Anstrengungen, die notwendig ist, für den Plan und Absicht Gottes zu leben und auch der Bereitschaft zu haben, ein Segen zu sein für andere. Wenn wir uns hier am Dienstag treffen, und das werden wir auch wieder am Dienstag in derselben Art und Weise, wie wir letzte Woche gemacht haben, Entschuldigung, wenn wir das tun, wir geben von unserer Zeit, unser Leben und wir investieren das, damit wir für andere beten. Und bis man bereit ist, von deiner Zeit, deinem Leben, deinen Talenten, deine Ressourcen, was Gott dir anvertraut hat, bis du bereit bist, von das zu nehmen und das weiterzugeben, wird man nicht wirklich in der Lage sein, diese Qualität, diese hohe Qualität im Leben wirklich zu erfahren. Aber wenn wir es wagen, Gott zu kennen und ein Segen zu sein für andere, wow, es öffnet eine total neue Welt. Und die Qualität vom Leben, die wir erleben, steigt enorm. Aber es ist verbunden mit der Entschlossenheit und manchmal ist es ein richtiger Kampf. Paulus hat selber diesen Kampf ausgelebt. In 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, Vers 12, er sagte, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu welchem du berufen bist. So, es gibt ein ewiges Leben, eine Qualität im Leben, die Gott für uns vorbereitet hat. Aber wir müssen es ergreifen, wir müssen es nachjagen, wir müssen den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Und ich weiß nicht, wie es ist bei euch, aber für mich, ich möchte so sein am Ende meines Lebens, wie Paulus war. In 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 7, er sagte, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Ich möchte meine Laufbahn. Jeder von uns hat eine Laufbahn. Und das ist das Schönste. Wir rennen nicht gegeneinander, wir rennen miteinander. Jeder hat seine eigene Laufbahn. Und jeder hat sein eigenes Ziel und seinen eigenen Preis. Weil Gott hat uns alle unterschiedliche Aufgaben gegeben. Aber es kostet diese Bereitschaft zu kämpfen oder für diese Bereitschaft, dieses Ziel zu kämpfen. Und es braucht diese Entschlossenheit. Ich werde meine Laufbahn vollenden. Ich werde den guten Kampf kämpfen. So, damit wir diesen guten Kampf kämpfen können, spielt Fürbitte und Autorität im Gebet eine ganz, ganz wichtige Rolle. Eigentlich, das gehörte zu einer der primären Aspekten von dem Dienst Jesu. Viele Menschen überlesen das. Die merken nicht, dass Jesus ist aus Fürbitte gekommen. Und ich möchte diese Passage mit euch anschauen. Das ist aus Jesaja 59. Und passt gut auf, was wir hier lesen. Weil Gott redet über den Sohn Gottes, wie er zu uns kam und warum er zu uns kam. Und was sein Kommen für uns bedeutet heute. Ich lese ab Vers 15, Jesaja 59. Und es heißt hier, die Treue wurde vermisst und wer vom Bösen wich, musste sich ausplündern lassen. Als der Herr solches sah, missfiel es ihm,
dass kein Recht da war. Und er sah, dass kein Mann vorhanden war und verwunderte sich, dass niemand sich ins Mittel legte oder in der Riss legte. Bevor wir weiterlesen, lass mich das ein bisschen erklären. Als Gott auf die Erde schaute, als Gott auf das Volk Israel schaute, auf uns gewöhnliche Menschen schaute. Wenn ein Mensch versuchte, das Richtige zu tun, er konnte das nicht immer perfekt machen. Was ist das Problem? Well, es geht zurück zu Adams Übertretung. Dieses verlorene Fähigkeit, mit Gott in Gemeinschaft zu leben, vom Herz zu Herz, Gottes Geist in uns zu haben und als Kinder Gottes weiterzuleben. Die wurden Gottes Volk genannt, aber die waren innerlich immer noch getrennt von Gott. Und ein Mensch versuchte, das Richtige zu tun, er war nicht fähig, das zu tun. Sieh, deswegen ist unser guter Wirken und unser Bemühungen, immer das Richtige zu tun, nicht ausreichend, weil keiner von uns ist fehlerfrei. Und Gott sah die Situation und er sagte, es hat ihm missgefallen, dass niemand da war, der in der Riss legte, der fähig war, für den Menschen und für Gott in der Mitte zu stehen. Das ist wie eine Brücke. Gott ist hier, den Problem und die Not von den Menschen ist hier und wir können die zwei zusammenbringen. Es bräuchte einen Mittler und schau, wie dieser Mittler kam. Sein Name ist Jesus, aber schau, wie er kam. Es geht weiter. Da half ihm sein eigenen Arm. Sieh, Gott sandte seinen Sohn. Gott, der Sohn. Und seine eigene Gerechtigkeit, die stützte ihn. Er legte Gerechtigkeit an wie eine Panzer und setzte den Helm des Heils auf sein... Wow, wait a minute. Das klingt genauso wie Epheserbrief. Genau. Dasselbe. Sie, wie hat Paulus das genannt? Der Waffenrüstung Gottes. Das ist Gottes Fighting Suit. Das ist ein Kampfanzug. Und Jesus selber hat diesen Kampfanzug angezogen. Er kam, die Gerechtigkeit hat ihn beschützt, den Helm hat ihn beschützt. Er legte Gerechtigkeit an wie eine Panzer und setzte den Helm des Heils auf seinem Haupt. Er zog die Kleider der Rache an und hüllte sich in Eifer wie in einen Mantel. Jesus kam, um dieser priesterlicher Fürbitterdienst zu erfüllen. Er ist der Brücke. The bridge over troubled waters. Er ist der Einzige, der unsere Probleme und unsere Hoffnungslosigkeit uns selbst zu helfen und Gottes Gnade und Liebe zusammenzubringen. Und was erstaunlich ist, er hat das angezogen, er kam auf die Erde, er vollendet seinen Dienst, stellvertretend ist er für dich und für mich gestorben. Aber als er in den Himmel ging, er hat uns diese Waffenrüstung anvertraut. Jetzt dürfen wir seine Kleider anziehen. Überleg mal. Du siehst dich in dieser Waffenrüstung Gottes an, du siehst das an. Was sieht der Feind? Er sieht, ich habe das schon einmal erlebt, als Jesus auf die Erde ging. Es ist dasselbe Ausstattung. Und wir dürfen es anziehen. Das ist, was Jesus stark gehalten hat. So hat Jesus seinen guten Kampf des Glaubens gekämpft. So hat Jesus sein Stehen wie Kieselstein gehalten, den Plan und Absicht Gottes gegen alle Hindernisse und gegen alle Entmutigungen und alle Dinge, die ihm ablenken könnten. Er ist dran geblieben, weil er hat diesen Kampfausrüstung angezogen. Und jetzt, wir dürfen es ins Gebet immer wieder anziehen. Wir schauen etwas an von Paulus in Kolosserbrief, Kapitel 2. Und hier beginnen wir etwas zu sehen über geistliche Vollmacht. In Vers 1, Paulus schrieb, ich will aber, dass ihr wisset,
welcher großen Kampf ich habe für euch und für die in Laodicea und für alle, die mich nicht von Angesicht im Fleische gesehen haben, damit ihr Herzen ermahnt, in Lieben zusammengeschlossen und mit voller Gewissheit bereichert werde, zur Erkenntnis der Geheimnisse Gottes, welches ist Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Das sage ich aber, damit euch niemand durch überredende Künste zu Trugschlüssen verleihet. Denn wenn ich auch dem Fleische nach abwesend bin, so bin ich doch im Geiste bei euch und sehe mit Freuden eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus Jesus. Oh mein, das ist so viel da. Jesus ist der Schatztruhe von aller Gottes Weisheit, aller Gottes Segen. Das allein könnte man eine Woche nur dort nachforschen und lernen. Aber ich möchte, dass ihr seht, Paulus, er sagte erstens, ich habe für euch gekämpft. Wie hat es angefangen? Mit welchem großen Kampf? Ich habe für euch und die alle in Laodicea und alle, die mich noch nicht gesehen haben, wie ich für euch gekämpft habe. Wie hat er gekämpft? Er war auf sein Knie. Er war im Gebet. Er hat mit Vollmacht gebetet, dass die nicht eine Lüge schlucken würden, dass sie nicht von der Wahrheit von Gottes Wort abgelenkt werden. Du und ich, wir haben so viele Privilegien. Die hatten nicht die Möglichkeit, Livestreaming miteinander anzuschauen. Sogar so, die hatten nicht die Bibel, wie wir es haben. Die konnten bestimmt den Alten Testament anschauen, aber das Neue Testament war am Entstehen. Und Gott ist derselbe Gott, vom Alten bis hin zum Neuen. Aber den Zugang zu den Menschen, die Beziehung zu den Menschen hat sich völlig verändert. Durch Jesus, wir haben einen neuen Bund. Wir haben bessere Verheißungen. Es ist eine neue Beziehung mit Gott, die jeder haben kann durch Christus. Und damit sie das erkennen können, hat Paulus den Neuen Testament, die Briefe an Gemeinden geschrieben. Und die konnten diese Briefe miteinander teilen. Aber die konnten nicht studieren, wie wir heute studieren. Was für ein Privileg wir haben. Weil wenn wir Jesus anschauen in Gottes Wort, wir schauen die Schätze Gottes an. Das Reichtum von Gott selber an. Und er traut uns das alles an. Und er sagte, für das habe ich gekämpft. Und dann sagt er hier am Ende, ich lese das nochmal, obwohl ich nicht im Fleische anwesend bin, so bin ich doch im Geiste bei euch und ich sehe mit Freuden eure Ordnung. Wie hat ihr das gesehen? Ich muss ein paar Minuten über den Gaben des Heiligen Geistes sprechen. In 1. Korintherbrief, in Kapitel 12 und Kapitel 14, hauptsächlich in 12 wird sie aufgelistet für uns. In Kapitel 14 wird 3 von den Gaben ein bisschen intensiver studiert. Und in der Mitte von beiden dieser Kapitel ist der große Kapitel an Liebe oder über Liebe in 1. Korintherbrief Kapitel 13, weil ohne Liebe ist sowieso alles wirklich nicht viel wert. Wenn wir wollen nur geistlich sein, wenn wir wollen nur uns selber profilieren, wir wollen nur zeigen, wie geistlich wir sind. Das ist nicht der Sinn und Zweck von allem. Paulus hat gesagt, wenn ich Glauben hätte, einen Berg zu versetzen, aber habe ich keine Liebe, bin ich ein Nix. Wow. Sie, Liebe muss, Gottes Liebe muss den Katalysator sein von allem. Aber ein Teil von diesen Gaben des Geistes oder dieser Manifestation des Geistes sind 3 Offenbarungsgaben. Die sind genannt das Wort der Weisheit, das Wort der Erkenntnis und der Unterscheidung der Geister. Now, das Wort der Erkenntnis und das Wort der Weisheit, die sind sehr ähnlich. Gott hat alle Erkenntnis und Gott schenkt kein Mensch alle Erkenntnis. Wir würden nicht fähig sein, das alles sowieso zu verdauen. Er schenkt uns das Wort. Sieh, ein Satz ist eine Zusammenstellung von vielen Wörtern. Und
Man könnte sagen, Erkenntnis ist hier und Gott gibt uns nur ein Stück, das Wort der Erkenntnis. Das, was passt für die jetzige Situation. Und dieses Erkenntnis ist immer eine Tatsache, die wir mit unserem eigenen Verstand nie wissen können. Und es vielleicht hat zu tun mit der Vergangenheit oder der Gegenwart, aber es kommt durch den Heiligen Geist, um uns und die Gemeinde zu helfen. Und das Wort der Weisheit ist ähnlich. Weisheit ist immer die Fähigkeit, in der Zukunft richtige Entscheidungen zu treffen. Und so, wenn Gott uns das Wort der Weisheit gibt, es ist ein Stück von seiner Allwissenheit, seiner großen Weisheit. Er gibt uns ein kleines Stück Weisheit, damit wir wissen, wie wir jetzt eine Entscheidung treffen können, die in der Zukunft etwas Gutes hervorbringt. Und dann das Unterscheidung der Geister ist die Fähigkeit, wirklich zu sehen, was im Geist im Gange ist. Manchmal Menschen haben das tatsächlich gesehen. Und es kann ein innerer Wissen sein, aber es kann auch, ich weiß von Geschichten von Menschen, habe ich das selber ein paar Mal in meinem Leben erlebt, wo man sieht im Geiste. Tatsächlich, sei es ein bösen Geist oder was im Geist im Gange ist. Das sind alle Fähigkeiten, die der Heilige Geist uns gibt. Und ich finde, dass diese Offenbarungsgaben sind allermeist wirksam und dafür uns im Gebet. Na, wir gehen zurück zu dem Beginn von heute Abend. Elia. Um Regen wieder hervorzubringen, er ging wie eine Frau in eine Geburtssituation, legte seinen Kopf zwischen deine Knie und hat etwas hervorgebracht. Und es kam nicht nach dem ersten, nach dem zweiten, nach dem dritten. Es war 7 Mal. Er ist dran geblieben, bis der Regen kam. Oftmals, wenn wir erlauben, dass der Geist Gottes uns benutzen kann im Beten, und wir sagen, Herr, wir wollen zum Beispiel, wir beten für die Regierung, wir beten für die Menschen, die Verantwortung jetzt tragen, die wichtige Entscheidungen treffen müssen, die mit Erkenntnis und Weisheit jetzt handeln müssen für die ganze Bevölkerung. Well, wir können mit unserem Verstand zu einer gewissen Gratus, gewisser Breite beten. Aber irgendwann stoßen wir an unser menschliches Verständnis. Und dann dürfen wir und können wir mit der Erfüllung mit dem Heiligen Geist in neuen Sprachen beten. Und das befähigt uns, in den vollkommenen Wille Gottes zu beten. Und oftmals in solchen Momenten, Gott gibt entweder ein Wort der Erkenntnis, ein Wort der Weisheit, eine Unterscheidung der Geister. Und wenn das geschieht, dann können wir mit Autorität Dinge hervorbeten, Dinge hervorrufen in Existenz, die wir nie tun können aus unserem eigenen Glauben. Oftmals, wir haben bestimmt für uns ein charismatischer, pfingstlicher Kreisen, wir haben gewisse Gewohnheiten. Wir rufen zu den Geistern hier und den Mächten über das und die sind Mächte und Herrschaften in der Himmelswelt. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich effektiv ist, wenn es nicht verbunden ist mit einer direkten Einsicht, ein Wort vom Heiligen Geist. Es kann durch ein Wort der Erkenntnis, es kann durch die Offenbarungsgaben oder durch den Geist der Unterscheidung. Und ich habe in meinem Gebetsleben Momente, wenn man anfängt, über solche Gebete zu reden, muss ich etwas hier sagen. Dieses Ort in Fürbitte ist eine sehr engige Situation zwischen dir und Gott. Du stehst in der Rest, du bist eine Brücke für Situationen oder für Menschen in Not und hier bist du am Beten. Und dann Gott zeigt dir etwas. Und man erlebt das. Und wir haben eine Tendenz, denn das weiter zu sagen, als ob das jedes Mal so passiert. Und es ist nicht jedes Mal so. Ich kann euch sagen, es gab Situationen, wo es gab ein gewisses Hindernis. Und ich konnte es nicht verstehen, was ist das Problem? Warum komme ich nicht weiter? Warum ist die Situation, wie es ist? Aber ich blieb im Gebet. Es war eine Art Kämpfen
Ich habe nicht losgelassen und ich betete im Heiligen Geist, weil ich weiß, wenn ich im Heiligen Geist bete, ich bete in den vollkommenen Willen Gottes. Diese Geheimnisse, was Gott für uns vorbereitet hat, ich kann das äußern, obwohl ich das selber nicht verstehe. Der Geist Gottes durch mich, durch neuen Sprachen, kann es hervorbeten. Aber es gibt Momente, wo Gott gibt dieses übernatürliche Sicht oder übernatürliche Wissen. Und dann plötzlich habe ich gemerkt, mein Gebet auf Englisch oder auf Deutsch hat eine total andere Autorität gewonnen. Es ist als Elia sagte, kein Regen wird mehr kommen, bis ich das sage. Weil wir alle wissen, Elia in seinem eigenen Glauben, mit seinen eigenen Worten, hätte nie und nimmer das vollbrachte. Es war ein übernatürlicher Befehl Gottes. Und ich habe es erlebt in Momenten im Gebet, wo Gott schenkt solche Zeiten und gibt solche Einsicht. Und dann, wenn wir es wagen, uns zu erheben und zu sagen, manchmal in der unsichtbaren Welt, oftmals, dass es mir passiert, niemand ist da. Ich bin allein in meinem Wohnzimmer, manchmal mitten in der Nacht. Und es ist nicht laut, dass ich schreie, muss nicht. Der Autorität, weil es ist nicht Johns Gedanken mehr. Jetzt hat Gott mir etwas gezeigt. Jetzt komme ich im Namen Jesu. Und jetzt sage ich dir nicht mehr, diese Situation wird sich jetzt ändern. Und wow, das ist plötzlich aus Gott selber das gesagt hat. In Grunde genommen, weil es vom Heiligen Geist kam, war das sein Befehl. Und ich möchte mindestens eure Neugier öffnen, weil umso mehr, dass wir bereit sind, für Menschen zu beten, in Fürbitte zu beten, wie Jesus, ihm nachzuahmen, wie er diese Waffenrüstung anzog und sein Leben ausgelebt und für den Menschen da war. Wenn wir bereit sind, das zu tun und zu beten für das Land, füreinander, für den Plan und Absicht Gottes, dann werden wir überrascht sein. Gott wird dich erquicken. Er wird dir durch die Manifestation des Heiligen Geistes Dinge zeigen. Und dann hast du einen völligen anderen Vollmacht. Weil es ist sein Befehl durch deinen Mund. Es ist seine Weisheit durch deinen Mund. Und dann, wenn du das sagst, geschieht es. Oftmals wir sind ungeduldig. Wir bleiben nicht in den Kampf lang genug. Wir geben zu schnell auf. Wir sind zu schnell enttäuscht. Elia ist immer für mich so ein Beispiel. Er ist dran geblieben. Now, wir schauen eine Situation an. Lukas Kapitel 18. Das ist ein sehr, ehrlich gesagt, ein bisschen seltsamer Gleichnis. Und ich musste lange nachforschen und beten und Gott bitten, helf mir das zu sehen, was du hier mir zeigen möchtest, bis ich das wirklich begonnen habe zu sehen, im Licht von geistlicher Vollmacht. So, wir beginnen in Vers 1, Lukas 18. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie alle, der redet jetzt zu seinen Jüngern, und er sagte hier, dass sie alle Zeit beten und nicht nachlässig werden sollten. Ich glaube, in solchen Zeiten wie dieser, ich muss euch nicht ermutigen, dass wir müssen beten. Ich habe das heute zu Elisabeth, meine persönliche Assistentin. Ich hab Elisabeth gesagt, wie viele Jahre sage ich in meinem Predigt häufig, wir nehmen so viel als selbstverständlich an. Und alles kann in einem Augenblick alles anders sein. Und jetzt erleben wir das. Ja, meine Eltern, die haben harte Zeiten erlebt. Die haben die großen Weltwirtschaftskrise erlebt. Die waren Teenager damals. Die haben den Zweiten Weltkrieg erlebt und überlebt. Wir in unserer Generation, wir kennen so etwas, oder die meisten von uns. Sicherlich, es gibt einige, die aus Krisengebieten gekommen sind, aber die meisten von uns Menschen in der westlichen Gesellschaft, wir nehmen so viel als selbstverständlich. Und zum ersten Mal sind wir gefordert, etwas zu opfern für den allgemeinen Wohl. Und was die uns sagen, ist kein großen Preis. Abstand zu nehmen, zu Hause zu bleiben,
gib den Ärzten und Krankenschwestern und Pfleger und all die so hart am Arbeiten, ein bisschen Raum, damit sie das im Griff nehmen können. Aber doch, es ist verbunden mit einer neuen Situation für uns. Und wenn wir zum Gebet gerufen sind, dann ist es in einer solchen Zeit wie dieser. Möge Gott, dass wir lernen, mehr Gott zu suchen, mehr bereit sein, im Fürbitte zu gehen, mehr bereit sein, im Namen Jesus lang genug dran zu bleiben, zu kämpfen im Gebet wie Paulus, bis wir beginnen, übernatürlich zu sehen. Sieh, Paulus hat die Gemeinde in Laodicea übernatürlich gesehen. Ich sehe eure Ordnung. Wie hat er das gesehen? Er hat kein FaceTime, er hat keine Live-Übertragung. Es war ein Gebet. Es gibt die Geschichte von Jesus, als er auf einem Berg alleine war zum Beten und seine Jünger waren mitten auf das Meer und die waren in einem großen Sturm gelandet. Jesus sah und ging auf dem Wasser zu denen. Wie hat er das gesehen? Er sah das im Gebet. Ich sage dir, ihr Lieben, Gott möchte uns so viel mehr Dinge zeigen im Gebet und uns die Weisheit geben, wie wir diese Herausforderung angehen können mit seiner Kraft. Aber wir müssen bereit sein, die Waffenrüstung anzuziehen und die Zeit in Anspruch zu nehmen zum Beten. Es ist in dieser Situation ein Ruf zum Gebet. So Jesus sagte nochmal, dass wir alle Zeit, ich sage das persönlich, dass wir alle Zeit beten und nicht nachlässig werden sollten. Nämlich, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und sich vor keinem Menschen scheute. Es war aber auch eine Witwe in jener Stadt, die kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meiner Widersacher. Und er wollte lange nicht. Hernach aber sprach er bei sich selbst, ob ich schon Gott nicht fürchte und mich vor keinem Menschen scheue, so will ich dennoch, weil mir dieser Witwe Mühe macht, ihr Recht schaffen, damit sie nicht schließlich komme und mich ins Gesicht schlage. Und der Herr sprach, hört, was den ungerechten Richter sagt. Now, stopp. Ist der ungerechte Richter symbolisch für Gott? Nie und nimmer. Gott ist gerecht. Gott hat den Menschen geschaffen und wir sind die Augapfel Gottes. Gott liebt Menschen. Gott hat die Welt so sehr geliebt. Deswegen sandte er seinen Sohn. Dieser ungerechter Richter, es ist ein Bild von dem Feind. Er hat keinen Scheu, er hat keinen Respekt. Er kam zu rauben, zu töten, zu zerstören. Das ist alles, was er tun möchte. Und wir leben in dieser Welt. Und Gott sagte, schau die Witwe an. Eine Witwe in der damaligen Gesellschaft, sie hat im Natürlichen keine große Kraft. Sie hat keinen Einfluss. Sie hat eigentlich sogar, wenn sie eine Witwe ist, niemanden, der für sie sorgt, weil so war die Frauen ausgeliefert, bis Jesus kam. Es war nur Christus, der sagte, ich sehe nicht mehr Männer und Frauen, ich sehe Menschen, die ein neues Herz bekommen haben. Er stellt uns beide auf derselben Ebene, als Kinder Gottes, als Söhne Gottes, als Töchter Gottes. Jesus hat das getan. Und damals, diese Witwe in der Gesellschaft hat überhaupt nichts zu sagen, hat überhaupt keine Kraft. Und jetzt geht sie vor diesen ungerechten Richter. Was für ein Bild. Wir Menschen, ohne Gottes Gnade, wir hatten nichts. Wir haben keine Waffenrüstung, wir haben keine Kraft, wir haben keine Dynamis und Exousia oder Kraft und Macht. Wir haben all das nicht. Und hier kommt Gott. Schenkt uns die Fähigkeit, damit wir zu den ungerechten Richter gehen können und sagen, schaffe mir mein Recht. In anderen Worten, hey Teufel, nimm deinen Finger weg von das, was mir gehört in Christus. Nimm deinen Finger weg von dieser Situation. Sieh, wenn wir beginnen, so mit dem Feind umzugehen, so im Gebet mit ihm umzugehen, dann wird Dinge in deinem Leben beginnen zu enden. So oft, wir sind so schnell so passiv. Und wir bleiben nicht lang genug dran, bis wir gekämpft haben, bis wir gebetet haben, bis wir Vollmacht bekommen haben, um das auszuüben. Statt dass ich irgendein Bibelvers zitiere das schnell,
Ich bleibe im Gebet. Ich warte auf Gott. Ich sage, Gott, helf mir zu wissen, was ist der richtige Weg hier für diese Situation zu beten. Und ich beginne in neuen Sprachen zu beten. In neuen Sprachen zu beten ist so eine Geheimwaffe. Wir haben nicht die Zeit, das zu studieren, aber ich sage, jeder Zuschauer heute Abend, wenn du Fragen hast über den Geistestaufe oder neuen Sprachen, schreib uns ein E-Mail, schreib uns hier im Büro und wir schicken euch kostenlos ein Buch. Das heißt, 10 Gründe, warum ich in neuen Sprachen beten soll. Ein schlicht und einfaches Buch, was dir hilft zu verstehen, dass diese Fähigkeit ist ein Geschenk Gottes. Weil es gibt uns die Fähigkeit, in dem Willen Gottes zu beten. Und oftmals, bevor ich weiß genau, was ich beten soll und was ich aussprechen soll, wie ich Gottes Wort für die Situation anwenden soll, ich nehme Zeit im Gebet in neuen Sprachen. Und der Geist Gottes kommt und gibt uns den Einsicht. Diese Frau wusste, obwohl im Natürlichen, ich habe nichts, was ich gegen diese ungerechte Richter geben kann. Er hat Angst bekommen. Er sagte, ich muss diese Frau hier rechtschaffen, bevor sie kommt und mich ins Gesicht schlage. Hör, was Jesus jetzt sagte. Es geht weiter. Und der Herr sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Soll aber Gott nicht seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tage nach zu ihm rufen, wenn er sich auch lange warten lässt? Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch wenn des Menschensohn kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden. Ich habe lang gehadert mit Gott über diese letzten 2 Sätze. Es scheint für mich wie ein Widerspruch. Auf einer Seite, Gott wartet lang, aber Jesus sagte, nein, er wird es im Kurzen machen. Was war das Problem? Ich glaube, die Antwort liegt in die Einstellung von dieser Witwe. Sie war entschlossen, ihr Recht zu bekommen. Sie ging zu den ungerechten Richter und forderte, statt dass wir manchmal vernachlässigen Gebet, nehmen alles, wie es kommt, forschen nicht Gottes Wort, Gottes Plan, was sagt Gott über die Situation. Wir nehmen das nicht ernst und dann haben wir nichts wirklich dagegen zu setzen. Aber ich sage euch, ihr Lieben, wenn wir würden Zeit im Gebet nehmen, wenn wir Gottes Wort nachforschen, wenn wir sagen, Geist Gottes, helf mir im Gebet, dieses übernatürliche Einsicht zu haben, Gott würde uns in Kürze antworten, weil wir werden mit Vollmacht sagen, schaffe mir meine Rechte, weil Gott wird uns zeigen, was unsere Rechte ist. So, auch in dieser jetzigen Situation, obwohl ich allgemein weiß, Gott möchte nicht, dass die Welt gerade jetzt in Chaos ist. Gott möchte nicht, dass einer wird gerade jetzt erkrankt. Ich habe mit meinem Verstand die Lösung nicht. Ich werde im Gebet harren und bleiben, in neuen Sprachen beten, aber ich weiß, Gott wird uns Einsicht geben. Und hinter der Kulisse, sei es durch die Forschung, sei es durch ein plötzliches Ende von dieser Plage, Gott wird durch unsere Gebete in unsere Situation eingreifen. Aber er braucht Menschen, die wie dieser Witwe bereit sind, ihr Rechte zu fordern. Und bevor du Rechte fordern kannst, du musst deine Rechte erkennen. Wo finde ich meine Rechte heraus? Hier in Gottes Wort. Gottes Wort zeigt uns sein Wille, sein Plan, seine Absichten. Und umso mehr das sein Wort in uns ist, umso mehr kann der Geist Gottes uns flüstern und sagen, das ist genau, was hier im Gange ist, das ist genau, was du tun musst. Und oftmals ist es wie Elia, du bleibst dran. 7-mal musste er beten. Ich gebe euch noch ein Beispiel. Das war von Daniel. In Daniel Kapitel 10. Es ist diese Geschichte, wo Daniel wollte Gott suchen. Er wusste, Gott wollte etwas geben für das Volk Israel. Und man liest in Vers 1, im 3. Jahr Kores, des Perserkönigs, war dem Daniel, welcher Belshazzar genannt wird, ein Wort geoffenbart, und dieses Wort ist wahr und handelt von großen Trübsal, und er verstand das Wort und bekam Einsicht in das Gesicht. Er bekam das Wort,
Aber zwischen Vers 1 und Vers 11, er suchte Gott 21 Tage lang. 21 Tage lang. Es heißt, er hat gefastet. Er hat nicht einen totalen Fast. Er hat nur leichte Kost gegessen und er hat nur Wasser getrunken. Man kann Verzicht nehmen auf gewisse Dinge und das ist eine Form von Fasten. Er nahm extra Zeit zum Beten und er blieb dran. Na, warum ist das wichtig? Wir lesen weiter, Vers 12. Ein Engel ist ihm erschienen an den 21. Tag. Und der Engel sagte, fürchte dich nicht, Daniel, denn von den ersten Tagen an, da du dein Herz darauf richtetest, zu verstehen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Ersten Tag. Er hat gebetet. Gott hat seine Worte gehört. Aber was war das Problem? Und ich bin gekommen um deine Worte willen. Aber der Fürst des Perserkönigs, Königreich Persien, hat mir 21 Tage lang widerstanden. Und siehe, Michael, einer der vornehmen Fürsten, ist mir zu Hilfe gekommen, sodass ich das selbst vor den Königen von Persien den Vorsprung gewonnen hat. Es gab einen König in Persien, es gab einen Fürst. Der eine war siegbar, der andere war in der unsiegbaren Welt. Und Gott sandte sofort, hier ist die Antwort. Aber Daniel musste 21 Tage lang dran bleiben, bis die Antwort zu ihm kam. Und es kam in Form von diesem Erzengel, das war Michael. Aber er sagte, Gabriel, und er sagte, aber Michael hat für mich gekämpft. Er hat für mich gekämpft, damit ich den Vorsprung gewinnen könnte. Was für ein außergewöhnliches Bild von das, was manchmal um uns herum in Gange ist. Wir nehmen es aber nicht wahr. Ohne dass der Heilige Geist unsere Augen öffnet. Wir wissen nicht gerade jetzt, was über die Länder, über die Nationen, über die Erde gerade jetzt im Gange ist. Aber Gott weiß das. Und Gott hat immer noch diese Fürsten und Gewalten. Sieh, man redet im Neuen Testament auf einer Seite von den Fürsten und Gewalten, die der Teufel hat, aber Gott hat auch Fürsten und Gewalten. Und diese Fürsten und Gewalten, die sind mächtige Engel, die sind mächtige Krieger Gottes, die in den unsiegbaren Welt, wie damals mit Daniel, kommen, und hört das gut zu nochmal, wegen deiner Worte bin ich gesandt, hat der eine gesagt. Wegen deiner Worte. Ich frage mich manchmal, warum Gott kann eigentlich so wenig tun, manchmal mit uns. Hör unsere Worte, hör, was wir sagen. Wie oft sind wir in Gebet geblieben, dran geblieben, gekämpft, geharrt und gewartet. Ich bin sicher, es ist dasselbe für uns heute. Gott sucht einen Volk, die ausgestattet sind mit der Einstellung wie der Witwer. Ich werde meine Rechte bekommen. Und ich weiß, dass Gott selber mir meine Rechte nicht enthält. Es ist der Feind. Und ich weiß, wem ich befehlen muss. Aber ich brauche die Weisheit Gottes, um diesen Befehl auszusprechen mit Autorität. Und sieh, Gott wird uns helfen, wie Paulus in Laodicea. Ich bin in einem anderen Ort, aber ich sehe eure Ordnung. Ich sehe eure Freude. Gott hat ihm die Fähigkeit gegeben, etwas Übernatürliches zu sehen. Die Gemeinde muss zurückkehren zu den übernatürlichen Wirken Gottes. Und wenn Gott übernatürlich wirkt, verwechselt das nicht mit spektakulär. Manchmal es ist ein Flüster, manchmal es ist nur ein innerer Wissen, manchmal diese Dinge geschehen. Ich habe Dinge wie diese Art von Erlebnisse erfahren in meinem Wohnzimmer, 3 Uhr in der Früh und niemand war da. Und es gab Monate oder Jahre, bevor ich irgendetwas gesagt habe, aber ich weiß, was Gott getan hat und ich weiß, als ich den Bericht bekommen habe am nächsten Tag, was hinter der Kulisse im Gange war. Im Neuen Testament heißt dass die Engel Gottes, du kannst es selber lesen zu Hause, Hebräerbrief, Kapitel 1, am Ende des Kapitels, den Engel Gottes sind ausgesandt, um uns zu helfen, um uns zu dienen, die Erbe sind an das ewige Heil. Wir sind Söhne und Töchter Gottes genannt. Und Gott hat seinen mächtigen Engel ausgesandt, um uns zu helfen. Aber die
sind eingeschränkt, wenn unsere Worte sind nicht dementsprechend, was Gottes Wort ist. Wenn wir nicht entschlossen sind, wenn wir nicht bereit sind, wenn wir ungeduldig sind. Gerade in dieser Zeit, Gott braucht ein Volk, die motiviert vom Liebe, die wissen, Gott möchte, dass nicht einer verloren geht, dass Gottes Güte ist zu jedem Mensch gekommen durch die Person Jesus und dass wir bereit sind, Zeit in Gebet zu nehmen, mit diesen ausgestatteten Vollmacht, wissen, der Geist Gottes ist in unser Leben und wird uns zeigen zum richtigen Moment, was wir brauchen. Und in dieser Autorität unsere Gebete aussprechen, unsere Welt zu verändern. Genauso wie Daniel das erlebte. Genauso wie Elia das erlebte. Genauso wie Paulus das erlebte. Er ist derselbe Gott über die Gemeinde heute. Und wir sollten lernen, dasselbe von Gott zu erwarten in unserer Generation. Wir brauchen seine Helfer. Ich glaube, dass kein Mensch hat die Antworten auf solche Dinge. Now, lass uns zu Galaterbrief gehen. Hier kommt noch ein Aspekt. Man hört nicht allzu viel von diesen Aspekten heutzutage im Gebet, aber die sind da im Gottes Wort und die sind wichtig. Galaterbrief, Kapitel 4, Vers 19. Mein Kindlein, um die ich abermals Gebetswehen leide, bis das Christus in euch Gestalt gewinnt. Gebetswehen. Was heißt das? Das geschieht nicht jedes Mal. Aber ich habe auch im Gebet erlebt, wo du spürst, den Leiden, den Not, vielleicht den Verzweiflung, vielleicht den Alleinsein von den Menschen, für den du gerade jetzt betest. Und oftmals, das ist, als du nur in Wehen für diesen Mensch beten kannst. Seufzen, hat Paulus gesagt in Römerbrief Kapitel 8. Seufzen. Seufzen, die der Heilige Geist gibt. Gebetswehen. Manchmal, es ist wie eine Geburt. Deswegen hat Elia dieses Haltung ausgeübt, sein Kopf zwischen seinen Knien. Es ist wie eine Geburt, weil etwas wird hervorgeboren, die Gott hervorbringt. Aber er bräuchte jemanden. Genauso er schaute, das gab kein Mensch in der Riss, der in der Mitte steht, ein Fürbitter. So Jesus kam. Aber jetzt, wir sind Nachfolger Jesu. Jetzt sind wir berufen, in der Riss zu stehen, diese Waffenrüstung Gottes anzusehen und manchmal so lang zu bleiben, bis du spürst, was den anderen, die deine Gebete brauchen, auch spüren. Es ist ein außergewöhnlicher Moment im Gebet. Paulus sagte, so ist die Gemeinde in Galatien geboren. Bevor Paulus kam dorthin und gepredigt hat, er hat in Geburtswehen gelegt im Gebet. Und jetzt sagt er, aufgrund von falscher Lehre, weil die sind jetzt sehr religiös geworden, sehr gesetzlich. Die mussten das gesamte Gesetz Mose verfolgen. Du weißt, wie es ist. Menschen kommen in die Gemeinde, sie wissen alles besser. Sie sagen dir genau, was du alles tun musst. Und ich sage dir jetzt, niemand weiß genau alles. Nur Jesus weiß alles. Und Jesus ist gekommen, um uns Freiheit zu geben. So ziehe diese Freiheit an und sei nicht unter ein Jog der Gefangenschaft wieder hineingekommen. Und deswegen, Paulus sagt, ich muss nochmal für euch beten, weil irgendwie seid ihr vom Gnade abgefallen. Was für eine Aussage. Wir können von der Gnade Gottes abfallen. Wir können es vergeblich empfangen, wenn wir erlauben, dass ein religiöser Zwang über uns gelegt wird. Nein, du musst lernen, selber Gott zu kennen durch sein Wort. Du musst lernen, selber Gott zu begegnen im Gebet. Jeder Einzelne von uns hat die Möglichkeit, das auszuleben, das zu erfahren. Und Paulus sagte, das tue ich nochmal, damit er wieder in die Freiheit Christi hineinkommt. Ich lese eine Aussage aus dem Alten Testament, wo wiederum das wird erwähnt, fast prophetisch.
was wir als Christen ausüben können. Das ist Jesaja 66, Vers 6. Wer sagt? Wer hat je so etwas gehört? Wer hat etwas derartiges gesehen? Wurde je ein Land an einem Tag zur Welt gebracht? Ist je ein Volk auf einmal geboren worden? Denn Zion hat Wehen bekommen und zugleich ihre Kinder geboren. Na, du kannst das interpretieren in verschiedene Wege. Das ist tatsächlich passiert, als Israel wurde bekannt als Nation nach dem Zweiten Weltkrieg. Und niemand hat gedacht, das könnte passieren. Aber es gibt einen geistlichen Aspekt und Paulus bezieht sich auf das. Ich bin in Geburtswehen gelegen, bis Christus in euch geformt war. Wenn Zion bereit ist, im Gebet zu gehen, mit der Bereitschaft, dass Gott neues Leben hervorbringen und wir bleiben dran, bis wir es sehen, werden wir auch sehen, wie Menschen zu Gott kommen werden. Gott braucht Fürbitter, die ausgestattet sind mit diesen Waffenrüstung Gottes, die verstehen ihre Vollmacht, die verstehen, dass sie von Gott diese Autorität ausüben können, diese geistliche Vollmacht ausüben können, wie der Witwer, und sagen, schaffe mir mein Rechter. Und sprechen, als ob Gott selber gesprochen hat, weil wir lassen den Geist Gottes uns inspirieren, in was wir herausbeten und was wir heraus im Glauben sprechen. Wow! Ich weiß nicht, ob du das je so gesehen hast, dass das Neue Testament so spannend eine Beschreibung gibt vom Gebet. Wir schauen im Neuen Testament etwas Neues anders an. Römerbrief Kapitel 8. Ich habe das schon mehrmals zitiert, aber ich möchte, dass ihr dasselbe seht. Es heißt hier in Vers 26, ebenso kommt aber auch der Geist unserer Schwachheit zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Er hat nicht gesagt, wir wissen nicht, wie man betet. Die Bibel lehrt uns, wie wir beten. Die Apostel haben gesagt, Herr, lehre uns beten. Wir können den unterschiedlichen Aspekten von das Gebet des Glaubens, das Gebet der Übereinstimmung, Gebet der Hingabe, der Gebet der Anbetung. Wir können all das lernen. Aber es gibt Situationen, wo wir wissen nicht, was wirklich dran ist. Wir wissen nicht, wie wir beten sollen, wie sich's gebührt. Was ist das Problem? Der eine, der das weiß, ist der Heilige Geist. Er weiß genau, was dran ist. Und schau, was die Antwort ist. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unausgesprochenen Seufzen. Eine andere Übersetzung sagt, mit Worten, die wir selber nie gelernt haben. Und manchmal es ist wie ein Seufzen oder ein Wehen oder ein im Gebären liegen. Puh. Der aber das Herz erforscht, weiß, was des Geistes Sinn ist, denn er vertritt den Heiligen so, wie es Gott angemessen ist. Auf Englisch das heißt, weil er betet gemäß den vollkommenen Willen Gottes. Sieh, ich vertraue, wenn ich sage, Geist Gottes, helf mir, durch meinen neuen Sprachen, helf mir zu beten für das, was wirklich dran ist. Dann bete ich in Gottes vollkommenen Wille. Und manchmal ist es verbunden mit diesen Seufzen, diese unausgesprochenen Seufzen, Dinge, die ich selber nicht ausgedacht habe. Und manchmal ist es wie Wehen, um Neues hervorzubringen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten mitwirkt, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Und hier ist etwas für uns heute Abend. Wir sind fast jetzt am Ende von unserer Lektion. Diese Aussage ist so tröstend, aber es ist nicht pauschal für jeder. Es heißt nochmal, denn wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten mitwirkt, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Eine andere Übersetzung sagt, denen, die bereit sind, für den Plan Gottes zu leben. Wenn wir bereit sind, Gott an erster Stelle zu setzen, egal was kommt, Gott wird das umenden zu unserem Besten. Und vielleicht mit diesen Gedanken möchte ich abschließen heute Abend.
Ich hatte hier etwas mitgebracht. Oh, es ist gefallen. Einen Moment. Ich habe diese Woche eine Ermutigung von einem guten Freund, Pastor Tony Cook, in Amerika bekommen. Und was er schrieb, ich möchte euch weitergeben. Und ich hoffe, dass heute Abend hat uns angespornt, für uns als Gemeinde, aber alle Gäste, die heute Abend eingeschaltet haben oder vielleicht den Sendungen später anschauen. Ich hoffe, es hat euch inspiriert, Gott besser zu kennen, dein Bibel vielleicht selber ernster zu studieren. Übrigens, wenn du keine Bibel hast, schreib uns. Sag uns Bescheid. Wir schicken kostenlos eine Bibel. Wir möchten, dass jeder Zugang hat zu Gottes Wort. Das ist die Quelle von unserem Glauben. Da werden wir ihn erkennen, wie er wirklich ist. Aber hör, was Tony schrieb für diese jetzige Zeit. Und ich glaube, das ist so eine Wahrheit für uns heute Abend. Er sagte, Paulus war nicht in gesellschaftlicher Quarantäne, wie wir jetzt sind, aber er wurde häufig inhaftiert. Er tat das wegen seinem Glauben. Häufig im Gefängnis, häufig in Situationen, die nicht angenehm waren. Aber als er Timotheus schrieb, er sagte, ich bin ins Gefängnis, ich bin eingehemmt, wir haben eine Ausgangssperre vielleicht in unserer Gesellschaft, aber das Wort Gottes kann nicht in Ketten gelegt werden. Es kann nicht eingehemmt sein. Das Wort Gottes ist die Quelle von Gottes Kraft für uns. Und es hilft uns, Gott selber zu erleben. Er sandte sein Wort, damit wir ihn kennen können. Ebenso schrieb er unter Hausarrest an die Gemeinde in Philippi und sagte, ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mit mir geschehen ist, sich vielmehr zur Forderung des Evangeliums ausgewirkt hat. Wow. Die Situation war nicht angenehm. Nicht für Paulus, nicht für uns vielleicht gerade jetzt. Aber ich bin derselben Meinung wie Paulus. Ich habe das Gefühl, wenn ich denke an Sonntagmorgen, normalerweise sind wir in diesem Haus mit Kindern und Jugendlichen, 400 bis 500 Menschen. Und zu bedenken, dass innerhalb von 30 oder 40 Stunden, wir haben Tausende von Menschen durch die Live-Übertragung erreicht. Das ist erstaunlich für uns alle. Es ermutigt uns. Und obwohl alles ist eingeschränkt, obwohl es ist nicht immer so leicht, es ist nicht einfach. Wir dürfen nicht mehr her, alle kommen, auch die ehrenamtlichen Mitarbeiter wegen der Sperrung dürfen nicht kommen. Es ist nur, dank sei Gott für Lukas und dank sei Gott für Elisabeth und für mich, dass wir als Angestellte dürfen in die Arbeit gehen. Aber wir tun das, weil wir wissen, es ist das Wort, das uns Gottes Helfer ermöglicht. Und so wir werden alles dran setzen, um euch zu dienen, euch das Wort weiterzugeben, aber auch wir wollen für euch hier sein. Ich wollte das im Abschluss sagen. Wenn du alleine bist, wenn du Helfer brauchst, wir können nicht überall hingehen und alle persönlich helfen, aber vielleicht, wir kennen Geschwister, die in deiner Teil von München lebt. Oder wenn du das anschaust im Ausland oder in einem anderen Bundesland, wir können vielleicht mit anderen Gemeinden in Kontakt kommen. Sicherlich, wir können helfen, wenn man bei Einkäufer oder wenn man alleine ist oder wenn man nur mit jemandem beten muss. Wir können Wege finden, einander zu helfen. Ich glaube, das ist eine Chance für uns als Christen, wirklich zu zeigen, wie die Liebe Gottes praktisch zu sehen ist, zu erleben ist. So bitte, wir werden, sei es vom Homeoffice oder dass wir hier reinkommen, wir haben die Möglichkeit, beides zu tun. Wir werden eure E-Mails bekommen. Wir werden, wenn ihr uns kontaktiert, wir werden dann gleich reagieren und tun, was wir tun können. Das wollen wir tun, das müssen wir tun als Gemeinde.
Ich möchte auch ganz ehrlich sagen, an unserem Bibelstudienabend, wir erheben ein Opfer, auch Sonntagmorgen, wir werden wieder hier sein um 10:15 Uhr, so schalte live ein und wir werden da sein. Lasst uns hoffen, dass das Netz nicht zusammenbricht und dass ohne Störung der Sendung kann ausgestrahlt sein. Aber wir werden hier sein, wir werden das Wort weiter verkündigen. Aber wir verstehen, dass gerade jetzt die Zukunft ist so unsicher. Ich möchte erst sagen, lass Gott dein Herz stärken. Hab keine Ängste von der Zukunft. Leg deine Zukunft in seine Hand und dann wird es sicher sein. Und wir wissen, dass jeder muss wahrscheinlich ein bisschen anders budgetieren, was sie machen. Niemand sollte das Gefühl haben, du bist unter Druck. Wir aber als Gemeinde, wir brauchen eure Helfer. Wir sind angewiesen an den Treue von den Menschen, die herkommen. Aber wir erreichen so ein breiteres Publikum, als was wir bisher gewöhnt sind zu erreichen. Und so, wenn jeder etwas tun kann, was er tun kann, tu etwas und lass Gott dein Herz bewegen und sei ein Segen. Ich weiß, wir werden besser aus dieser Situation kommen, als bevor das begonnen hat. Das ist meine völlige Überzeugung. So, niemand sollte überfordert fühlen. Du musst Weisheit haben. Du musst wissen, wie du in den kommenden Wochen, weil die Zukunft ist ein bisschen ungewiss. Wie lange dauert das? 3 Wochen, 4 Wochen, 6 Wochen, 3 Monate? Niemand weiß das. Aber Gottes Arm ist nie zu kurz. Und wenn wir beginnen auszuüben, was wir gelernt haben heute Abend, wenn wir beginnen mit Autorität Gott zu suchen und auszuüben im Gebet unsere Rechte, wir werden Gottes übernatürlicher Helfer auch erfahren. So, obwohl wir nicht hierher kommen, wir können nicht jetzt ein Kuvert geben für eine Spendenbescheinigung, weil wir sind als eingetragener Verein fähig, eine Spendenbescheinigung zu geben für alle Spenden. Man kann immer noch die Gemeinde unterstützen und wir blenden das ein. Man kann spenden via PayPal zum Beispiel. Du gehst auf deinen PayPal-Account und dann gibst du nur info@glc.de ein und dann die Summe, was du geben möchtest. Oder du kannst auf unsere Website gehen, da siehst du die Bankverbindung, kann eine Banküberweisung machen. Wir können gemeinsam diese Herausforderung nicht nur überwältigen, wir werden rauskommen besser, als bevor es begonnen hat. Gott wird uns alle überraschen, aber er braucht unser Glaube, Entschlossenheit und Bereitschaft zu beten. In der Riss zu bleiben, zusammenzustehen, für unser Land, für unsere Regierung, für Menschen zu beten, die Helfer brauchen und zu tun, was wir tun können. So, letztlich, bei Bedarf, ihr könnt uns entweder ein E-Mail senden unter info@glc.de oder unser Telefon anzurufen. Das ist der 089 für München 903 803. Und wir werden tun, was wir tun können. Ihr seid nicht alleine. Ich sage dir, wir haben einen großen Gott und er wird uns alle helfen und uns überraschen mit seinem Segen. Freue mich, dass ihr dabei wart. Unser nächster Gottesdienst ist Sonntagmorgen 10:15 Uhr. Wie ich das gehört habe heute wegen der Ausgangssperre, es kann sein, leider, könnte hier sein, das ist ein bisschen fraglich, ob man erlaubt ist, wenn man nicht Angestellter ist. Man muss eine Bescheinigung haben vom Arbeitgeber, dass du wirklich in die Arbeit gehst. Wir klären das. Sonst, ich werde hier sein, Lukas wird da sein, vielleicht kommt Mike rüber und Flado und Mary runter von oben und wir werden hier sein, um euch zu dienen, euch das Wort zu bringen und wir wünschen euch Gottes Segen. Schön, dass ihr da wart.